So, herzlich willkommen zu meinem ersten Stream. In diesem Stream möchte ich mit euch gemeinsam meine erste Million voll machen. Also meine erste Million Gamerscore. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen für das Spiel. Ich werde mich mal ein bisschen mit meinen Freunden abwechseln beim Zocken. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja, verzeiht mir hoffentlich meine kleinen Fehler zwischendurch. Bin ein bisschen aufgeregt. Mein erster Stream und so. Na gut, dann wollen wir mal starten. Holmes! Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone, then.
auch von mir einen schönen guten Morgen. Wir machen heute die 1 Million Gamerscore von meinem Hasi voll mit Sherlock Holmes. Das wird auf jeden Fall richtig lustig. Und ja, wir wünschen euch natürlich super viel Spaß. Und dann beginnen wir mal das Spiel. Los geht's. Ja, schön erstmal durchs Fernglas gucken und die nette Dame am Fenster beobachten. Ich meine, die hat aber auch, naja, man kann es ja im Stream gar nicht so sagen, aber die hat ganz schön dicke Hupen. This is where I keep my post. Der Holmes, der muss da öfter mal vorbeigucken. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can Bist du? always consult with it if needed. Warum? Oh, Männerheit. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Ja gut, wir ziehen uns erstmal um, ne? Morgen Mantel können wir da nicht hingehen. Hätte ich gesagt. Ja, erstmal ein paar schicke Klamotten anziehen. Wir werden auch auf jeden Fall versuchen, sobald Text da ist und die Charakter miteinander sprechen, ruhig zu sein. Falls wir doch mal irgendwie einen Gag zwischendurch einbauen, dann ist das halt so, aber im Groben und Ganzen versuchen wir einfach, die Kuschel zu halten. Dunkler Anzug, ein brauner Anzug. Haben wir auch einen gestreiften Anzug? Ah, willst du im Gefängnis sein, oder? Ja, dunkel, braun. Den finde ich ganz schick, ja. Schön elegant. Hier kannst du noch ein Bad machen. Oh, so sieht er aus wie Alfred Hitchcock, ne? So die Haare so ein bisschen. Mit Zylinder. Ja, mit dem Standard. Ja, ich würde auch sagen, ja, standardmäßig einfach lassen. Oh, Harry in the house. Ein Bart? Nein. Ich glaube auch nicht. So, wo geht's denn jetzt hin? Und seinen ersten. Woodman's Lee oder gehen wir in die Baker Street? Der Bäcker sind wir. Sind in der Baker Street? Ja. Nicht schlecht. Ich meine, zu der Zeit hätte ich auch gerne gelebt. Schön mit Pferdekutsche durch die Gegend fahren. Da brauchte man zum kein Benzin. Ja. Das stimmt. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Na, da werden schon die ersten Fußspuren untersucht. Ist auch geil. Der Steinweg. Boden am Steinweg. Ja. Wichtig halt. These footprints appear to be Schuhabdruck. quite large. Dieser Schuhabdruck sieht ziemlich groß aus. Können also deine Füße Ich sein. soll gerade sagen, es könnten dann meine sein. Aber ich war definitiv nicht der Mörder. It seems that the Na, das wollen wir erstmal nochmal gardens überprüfen. are maintained. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey.
Thank you, Mr. Holmes. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Also ich muss ja wirklich sagen, so, da wir echt schon gut alt ist, sind die Charakter einfach mega. Das ist so geil detailliert alles. Was haben wir denn da? Kamee. Einen katholischen Rosenkranz. Die Bibel. Gut, man kann auch Haubenmeise sagen. Ich glaube nicht, dass es eine Bibel war. Gartenhandschuhe. Ja. Ist sie vielleicht der Gärtner? Charakteranalyse abgeschlossen. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Der sieht so ein bisschen aus wie Liam Nielsen, oder? Wenn man mal so ganz genau hinguckt. Findest du? Finde ich schon. Wenn du mal so von der Seite schaust, achte mal drauf. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Ja, dann wollen wir mal die Mörder suchen, wa? Ja, gucken wir mal. Mr. Holmes? Was hältst du davon, hier erstmal so ein bisschen Unkraut zu zupfen? Vielleicht gibt es ja Karotten oder... Ne, ich habe nur Salat. Oder Salat. Magst du noch nicht Salat? Können wir schon Salat? Ja, nee, ich nicht. Ich bin raus bei Salat. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Okay. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ja, dann öffnen wir ja mal die Tür, hätte ich gesagt. Gehen wir mal rein in die Stube. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to Ja, ensure guck, that das no meine one ich. should Das enter sieht the so ein cabin bisschen and aus wie Neil tamper with the Nielsen von der evidence. Seite. Ja, good mit thinking. ganz viel Fantasie vielleicht. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Okay, dann untersuchen wir mal das Türchen. These scratches are fresh. Katze? Kratzer. You're right. Eine Katze? Someone Ja, ich wollte tried gerade to sagen, da force hat sich open the bestimmt door. irgendwer I dran swear these gesetzt. scratches Oder were so. not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well,
He's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Oh je. Der sieht ja nicht mehr ganz so frisch aus, der Junge. Ne. Ja, dann gucken wir mal ein bisschen. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was captain. War schon mal ein Captain. Das wollte ich gerade sagen. Also er war schon mal Captain auf einem Schiff. Tooth of a sperm whale. Probably one of Peter Carey's catches. Da hätte ich gesagt, fehlt nur. Da stand irgendwas, ja. Im Sieht man den Rand noch. Eine verdächtig leere Stelle. Umriss im Staub. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. Okay. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Ich meine, wer kennt es nicht? Einfach mal so aus dem Nichts entsteht einfach eine Kiste. Harpoons for hunting whales. Was haben wir da drin? Gummistiefel und eine Mütze. So, ja, gucken wir mal. Ja, ein paar Schuhe. Peter Carey's Schuhe. boots. They looked Die genug size haben. 8. Stimmt. Wie Spiele. Old navigation instruments. Nothing interesting. Someone drank from this glass recently. Na, er war Raucher. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. So, dann haben wir also unser erstes Puzzle. Ja, gucken wir mal. Also ich kann auf Anhieb sagen, das wird ein Schiff. Da wären. Wow, der Wahnsinn. Ja, natürlich bloß wieder schauen, wie man das jetzt zusammenbaut, ne? Ja. Ja, das sah schon ganz gut aus. Irgendwann wird es passen. Ja, irgendwann. Oh, je. Das fängt ja schon gut an. Das Gute ist, es ist Wochenende. Also von daher, ne? Allerspätestens Montag sind wir dann auch fertig. Aber ich denke, wir müssen das Schiffchen noch ein kleines bisschen drehen, oder? Meinst du? Ja, doch, schon tatsächlich. Immer noch. Also ein Stück nach oben. Ach ja, hier. Das sieht gut aus. Na, passt aber hier hinten nicht. Ein Stückchen vielleicht noch runter. Das ist aber auch wieder Fummelarbeit jetzt hier.
Jetzt, glaube ich, oder? Immer noch nicht. Ich muss noch, ich glaube noch ein ganz kleines Stückchen hoch muss ich noch. Also, dass das mittlere Teil vom Schiff noch ein Stückchen nach oben geht. Jetzt. Jetzt. Ha! Yes. This is a coarse tobacco, quite strong Perfekt. and very popular among sailors. AC Pro Team, moin! Rum, a sailor's drink. Seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Schön, dass du da bist. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Okay, also so viel schon mal sicher. Das These Buch abbreviations mean ist in something. die Blutlache But gefallen. what? Kam's weg. Naja, This Ein blood Messer mit is from Blut. the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Peter Carey was fully dressed. He was not by surprise. It is possible that he knew his murderer. This man is in his 50s, but he still looks quite strong. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. das Schöne ist ja, er zeigt dir ja ganz genau farblich an, was man anklicken kann. Ne? Das ist ganz cool gemacht. Ja. Dass man sich hier nicht wirklich lange tot suchen muss. Ich finde das Haus aber echt hübsch. Auch hier oben, da wo du gerade stehst. Was ist das? Achso, das It ist eine seems Karte. that the garden was well Oder was maintained. meinst du? Ja, die Karte. Hm. It seems that the garden was well maintained. Ja, aber lässt sich manchmal ein bisschen schwer anklicken, ne? Also, Auch gut, das Spiel hat natürlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? dafür sieht es aber immer noch mega aus. Dundee, Oh, da haben wir es. Norwegen, Schweden, Finnland, Hammerfest. It's a whaling map. Deutschland, London. Das alte Russland. Haben wir noch übersehen, The Alter. Sea Das Schild. Unicorn. She was the ship that Peter Carey Sea commanded. Unicorn. Okay, das Schiff heißt also Sea Unicorn. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Ich denke, wir haben hier alles, oder? Na, mal gucken. Also ich sag mal, der Einbruchsversuch hatte was mit dem Notizbuch zu tun. Ja. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Okay, Okay. Someone Also was heute Nacht here ist kein Schlafen yesterday. angesagt. toll. They attempted to force the door to gain entry. Da suchen wir uns mal ein Versteck. Ob die sich eine Luftmatratze mitnehmen? Ja. Hier draußen. Aber wo kann man sich hier am besten verstecken? Im Boot? Ich hab mal hinterm Haus. Hinterm Haus? Hinterm Haus? Ja. Man wartet auf einen Einbrecher hinter einem Haus, okay? Ja. Quatsch, Wenn du Geräusche hörst. natürlich. Oder auch nicht. Na, muss Mr. das mal Holmes? quatschen. Ach, ja, mit unserem
Backdoor. Der findet das Versteck für uns. What do you think? I think that we are lucky. Naja, für irgendwas musste Watson ja damals gut sein. Das war nicht Because of Watson. last night's Das ist der attempted Inspektor. break-in. Ach, das ist der Inspektor. Ja, Watson haben wir gar nicht mitgenommen. You've lost me. Ah, okay. It is very probable that whoever came here hoped to find the door Will ihr open. mal sehen, wie ich auf They das tried Spiel to achte. force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why return tonight, when they will be better prepared? Aha. So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Ja, die haben eine lange, lange Nacht vor sich. So, ich sag, die legen sich ins Boot. Du sagst hinterm Haus? Das Boot, was ist denn ein Boot? Na hier, ja, das Boot. Ach, das hier. Ja, einfach reinlegen, Decke drüber, warten, bis der Einbrecher kommt. Wenn der an der Tür ist, von hinten überfallen. Kannst dich auch zwischen den Gemüse verstecken, wie wir es damit. Geht auch. Ja, Oder wir hier gucken in die Dings, in die Holzkiste. mal. Die Holzkiste. Ja, wäre vielleicht auch eine Option. Aber nee, er sagt ne. Die setzen sich wirklich hinter das Haus, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. This looks like Wahnsinn. the perfect hiding place. Also Freunde, merkt, wenn ihr auf Einbrecherjagd geht, einfach hinter das Haus gehen. Irgendwann kommt der Einbrecher. Nach hinten raus. Molch CH, moin. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, manchmal schon. Oder jetzt neuerdings das erste Mal und so. Did you hear that? Wir gucken uns einfach mal so ein bisschen auf Twitch. Erster Stream, also wie gesagt, wir sind beide noch ziemlich nervös, aber ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Na, gucken wir mal, wen wir jetzt gefangen haben. Kommt doch gut. Ja, das hören wir mal gerne. Das kommt mal gut. Und danke für dein Follow. All right, my fine fellow. Who are you? Oh and ja, what are you mega. doing Vielen, here? vielen lieben Dank. You're detectives, I suppose. Zeig You mir gar imagine nicht that an, I'm warum connected nicht? with the death of Captain Naja, Carey. kein. I assure you, I'm Wer zeigt innocent. das an? Aber irgendwie Innocence? kein What are Donation you Sound doing in his und cabin? irgendwie Follower Sound. Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Aber ich glaube, er hat den Follow schon angezeigt. Bloß, wenn das ich, gar nicht wenn mitgekriegt, ich auf ne? den Fernseher gucke, dann kommt ja der Follow nicht. Das ist wirklich scheiße. Ja, ja. Aber steht doch nur. Ja, ich glaube, Molch, hat er den Follow angezeigt gehabt im Stream oder hat er den nicht angezeigt? Weil ich habe absolut null drauf geachtet gerade. Ich habe mich gewundert, auf dem Fernseher zeigt er nichts an. Ja, kann er ja auch gar nicht. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Und ich sag mal, wenn Gespräche sind oder sowas, dann, wie gesagt, dann reden wir nicht. Dann würden wir auch im Chat einfach mal kurz antworten. Damit ihr wisst, dass wir auch interaktiv mit euch zusammenarbeiten.
Bloß ich mag das halt nicht, wenn irgendwelche Gespräche in Charakteren sind und dann dazwischen quatscht, dann ist das doof von der Geschichte her. Na, dann gucken wir uns mal die Beweise an hier. These are the suspect's belongings. Wir haben ein Messer. A pocket knife. It was used to force the door of Peter's cabin. Ja, ein Taschentuch. Handkerchief with the initials AHN. Ein Ring. Schatz! Ja, mir fiel auch sofort der Ringe ein. Der ist auch noch golden. Ja, und vor allen Dingen, wenn da jetzt noch was anderes in Elbisch oder so drin gestanden hätte oder so, dann hätte ich gesagt, das wäre wirklich der Ring. Dawson. Von Herr der Ringe, oder? Ja. To my friend. And partner. 1883. Dawson. I've seen this name before. Da gab's auch so eine Serie mal. Holds the answer. Was von Ringe? Nein, von Dawson. Von Dawson. Ja. The notebook that we found Kann ich on mich noch Peter's erinnern. cabin floor. Was haben wir denn da? These Ja, abbreviations welche Zahlen? mean something. But what? Das sind bestimmt Schiffskoordinaten. Oder Wetten. Oder Wetten. These are the suspect's belongings. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Man weiß es nicht. Ja, gucken Na wir gut, mal. da sind Abkürzungen drauf mit Zahlen. Vielleicht sind die Zahlen auch versteckte Buchstaben. Vielleicht sind das auch irgendwelche Nachrichten. Wir werden es erfahren. Mr. Holmes? Spätestens jetzt. Mal gucken. Aber ist das verrät? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber wir haben ihn ja nicht umsonst. Hier, Notizbuch, Matrosenmesser, Goldring. Ich würde sagen, wir fragen ihn gleich erstmal dickfett nach dem Notizbuch, weil das ist total spannend. Ich möchte es wissen. Does this notebook belong to you? Yes. Nein. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Mach erstmal eine Charakteranalyse, würde ich sagen. Ja, machen wir eine Charakteranalyse. Hat auf jeden Fall eine schicke Mütze auf. So schäbig finde ich die gar nicht. Was haben wir da? Ein Flicken. Teurer Stoff. Knopf. Feine Knöpfe. Hornhaut an den Fingern, okay. Haben. Irgendwas fehlt noch, oder? Naja, irgendwas fehlt noch. Na, hier. Ah, noch was. Ja. Dünner Hals. Dicke Nase. Ah, die ist gar nicht dick. Oh, je. Aber irgendwas fehlt noch. Ja, irgendwas fehlt noch. Äh, Ja, wir gucken mal noch. Was fehlt noch? also ich könnte es entziffern. Auch wenn es da so Oh, hier. verschwommen ist. Ja, kurze Ärmel, okay. Okay. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Okay. Er hat schon immer mir gehört. Jacke des Vaters, scharfes Messer, Ring mit Gravur, Profil des Opfers, Carries Stiefel. Ja, ich würde sagen die Gravur, weil... Naja, weil er ja gerade eben schon gesagt hatte, er hat schon immer ihm gehört, ne? Na, mal gucken. The ring's date of engraving is many years ago. You Ja, would war noch have nicht been mal a geboren. child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine.
Okay, also der Ring soll seiner sein. Glaubst du das? Nö. Ich glaube, der gehört sein Vater vielleicht. Jacke des Vaters. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Wahnsinn. Well, Er hat also alles I richtig will see you kombiniert. soon, young man. Please let me go. I'm innocent. Gucken, ob wir was Neues kombinieren können. Aufgespießt an der Wand. Schnell gehandelt. Was haben Ja, wir das denn würde ich da? sagen, könnte man vielleicht kombinieren. Ja. Was haben wir da? Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an eine Wand aufspießt. Also experimentieren wir mal ein bisschen. Soll ich eine Harpune holen? Nee, nicht wirklich. Mistaken this instruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Na, gucken wir mal. Wo geht's jetzt hin? Wieder zurück? Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück nach Hause sozusagen. Naja, so wie ich unseren Sherlock kenne. Auch nur Blödsinn im Kopf jetzt. Ja. Wir wissen ja ungefähr, was jetzt passiert sein könnte. Schauen wir mal, ob wir richtig liegen. Ich meine, die Bude von ihm ist schon echt schön, ne? Magst du noch mal durchs Fernglas gucken? Ich streich erstmal den Hund. Toby, the best nose in the British Empire. Ich möchte die Frau am Fenster noch mal sehen. Wow. Ich Ja. weiß nicht, warum man sowas in ein Spiel einbaut. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist der Knaller. Da steht einfach so eine schwarzhaarige Frau am Fenster. Dicke Titten. Weißt du, was ist das? Das ist ja toll. Frag mich nicht. Ich weiß es nicht. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Möchte sie Wonderful. eine Harpune aufschließen? Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Der Watson tut mir schon so ein bisschen leid. Was haben wir denn hier? Ring mit Gravur. Ein schwerer goldener Ring mit der Gravur von R. Dawson. Für meinen Freund und Partner. 1883. In der Chemie haben wir Blutproben. Nein, das muss zeitungsmäßig sein. Hier, Wollte ich gerade sagen. 83. Hier, genau. That is not the 1883. one I need. Ja. Das Konkursgesetz 1880. Hm.
Dawson und Nelligan, was ist denn da? Investmentfonds, Pleite. Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, einer regionalen Bank mit Sitz in Cornwall, hat mit schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs in der zweitgrößten der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Negan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Oh, okay. Here it is. Das ist es also. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Sieht so ein bisschen wie Unterschlagung aus, was er da gemacht hat, oder? Oh, mal. So, was haben wir jetzt? Ja, wir sollen jetzt wieder zurück zur Hütte, ne? Ja, wir müssen jetzt noch die Harpune holen. Wir Ja. müssen die Harpune holen, müssen Watson aufschießen. Nee, nicht Watson. Ja, doch, hat er ja gesagt, er möchte Watson aufschießen. Ja, das hat aber auch Spaß gemacht. Also, so leicht brutal. Ich nicht. Ich bin ja nicht Sherlock Holmes. So, wir können eigentlich mal die Schuhe, die wir vorne hatten, mal vergleichen, oder? Oh ja. These boots don't match Ja, the der ist ein bisschen footprints. klein. Okay, Die passen schon mal nicht. also das passt schon mal nicht, korrekt. That Harpune? should Da haben wir do eine it. Harpune. Now I am ready for... The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Kann man eigentlich nochmal zu dieser Blutlache gehen? Ich meine, jetzt hängt er da ja nicht mehr. Kann man die vielleicht auch nochmal untersuchen, oder? Nee, ne? Nö. Nee, schade. Wir können die Frau nochmal befragen. Vielleicht. Ja, die sitzt da immer noch. Ja. Die wartet schon darauf, dass wir wiederkommen. Die hat so ein schönes Haus, wo man denkt, hey, ich bleib einfach mal hier draußen sitzen. Schönes Wetter. Die sitzt da aber schon bestimmt eine Woche. Is this your husband's tobacco pouch? Brauchst du eine Woche? I'm not sure. It might be. Oh, But he yeah. hadn't smoked in a very long time. Okay. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Okay, es gibt eine kleine Blechkiste. Thank you, madam. Okay. Das ist das, was fehlt dann. Die kleine das ist diese kleine Blechkiste, die wir am Anfang gesehen hatten, auf dem Regal in der Hütte bestimmt. Vielleicht ist derjenige auch deswegen eingebrochen oder hat versucht einzubrechen. Ne. Okay, das haut nicht hin. Einbruchversuch. Vielleicht doch wegen dem Tagebuch? Ja. Oh, das war schon mal nicht schlecht. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Okay. Okay, das sind aber Spekulationen jetzt, oder? Ja, ein bisschen, ne? Weil der Junge hat ja eigentlich gesagt, er wollte irgendwie nur diesen Ring da wieder haben. Es ist aber sein Notizbuch, also ich glaube nicht, dass der Junge das war. Passt noch nichts. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, dann gehen wir mal.
Wie wär's mit Salat? Wenn wir schon mal da sind. Oder ein Kürbis. Ein Kürbis. Ja, ist ja bald wieder Halloween. Dauert ja gar nicht mehr so lange. Na, dann gehen wir mal zum Metzger, hätte ich gesagt. Ja, das hört sich gut an. Fleisch geht immer. Oha. Was haben wir denn Okay. hier? Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Sieht ja aus wie so ein Holmes, you Partisane, should damals so aim mit for den the Speeren so. mark in order to perform the most reliable test. Holmes, you Okay. should try to aim Naja, and Bisschen throw daneben, as nur knapp. hard as you can. aber ganz knapp. Ja. Oh. Das war schon ein bisschen besser. The Ja, ich meine, harpoon has alle struck guten the Dinge sind body, 3, ne? but with insufficient strength getroffen. to pierce it straight through. Ja, aber ist nicht durch. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ja. The harpoon has struck the body. Das Gute an der Sache Insufficient ist, strength to pierce der it Balken wird größer. Wird der echt größer? Ja, der wird größer. Guck. Oh ja, Der wird stimmt. immer größer. Je öfter du daneben bist, umso Er ist jetzt größer durch. wird er. Dann kannst du. Sehr schön. So, das Schwein hat durchbohrt. Toll. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Okay. So, was können wir jetzt zusammensetzen? Nötige Kraft und aufgespießt, hätte ich gesagt. Ja. Oh, das kann ich oben, kann ich deutlich lesen. So, mal ein Auch bisschen große jetzt. Kraft. Große Kraft. Es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. 2 Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Okay, ja, dann wir 2 Täter. Okay. Glückswurf. Ja gut, okay, oder so, ja. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer unantrainierten und durchschnittlich kräftigen Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Also ein Glückswurf. Oder große Kraft. Fragen oder Fragen? Beides möglich wahrscheinlich. Also wenn du es auf jeden Fall gewesen wärst, dann wäre es ein Glückswurf. Das hat ja ein bisschen gedauert. So. Gut, dass ich sowas auch nicht mache. Ja. Da kann man nicht so kombinieren, Nee. glaube ich. Da fehlen uns noch ein paar Beweise. Na gut, dann gehen wir mal wieder. Achso, wir können hier ja nochmal befragen. Ja, wen haben wir denn da jetzt? Den Jungen, ne? Ja, den Jungen. Können wir nochmal Ja. fragen. Wir können ihn ja einfach mal freundlich fragen, ob er glücklich mit der Harpune getroffen Aber hat.
Nee, bei den Ringen. Haben wir ihn nervt die Fragen nochmal. Ja, er hat gesagt, das ist seiner. Da haben wir immer noch keine Antwort gekriegt, eine richtige. Was haben wir da eigentlich? Peter Carey, geboren 1845, wurde 50 Jahre alt. Er war ein wagmutiger und erfolgreicher Wal- und Robbenjäger. Lange Jahre kommandierte er das Walfangschiff Sea Unicorn. Aus Dundee 1884 setzte er sich zur Ruhe und reiste einige Jahre lang umher. Die letzten 6 Jahre seines Lebens verbrachte er dann in Woodman's Lee. Ich meine, alleine, dass er schon Walfänger und Robbenfänger war und 50 Jahre alt geworden ist, Hut ab. Also Moby Dick hat ihn dann nicht erwischt. Nein. So, also noch jung. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Okay, sollen wir die Logbücher untersuchen? Aufgaben. Was haben wir denn da? Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey. John Nelligan scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Welche Rolle spielt er in diesem Fall? Das Schiffslogbuch für das Jahr 1883 könnte Licht ins Dunkle hinsichtlich der Verbindung zwischen Peter Carey und Nelligans Vater bringen. Oh. Also das Logbuch. Also wieder zur Hütte. Und das Logbuch, haben wir das nicht hier in der Wartenkammer? Lag das da nicht? Nee. Das war nicht das Logbuch. Nee, es war doch in der Hütte. Auf dem Regal, ne? Ah, stimmt. Genau. Ich finde die Ladezeiten sind zumindest gut überspielt halt. Mit der Kutschfahrt immer. Ist ganz passend immer. Ja, ist besser als so ein schwarzer Balken, ne? 1883. Wenn man dann That's immer all I warten muss. need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Okay, Sea Unicorn, Besatzungsliste. Peter Carey, Captain, Charles Elson, 1. Mart, Henry Joy, 2. Mart, James Lancaster, Steuermann, Patrick Arians, Harpunier, Pablo Coventro, keine Ahnung. Log notes for June. Nothing unusual. Das sind die ganzen Logbücher einfach nur. Okay, Ja. wenn ich die jetzt alle vorgelesen hätte, Und dauert 100 Jahre. dann wäre der Tag rum. Log notes for August. These Okay, hier pages fehlt have irgendwas. been torn away. Scheint ein Canadian Schuldschein zu Pacific sein, oder? Railway, CPR. Capital. A torn piece from a bond certificate. I have seen Wertpapier. this abbreviation somewhere very recently. There are 3 Oh. ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn.
The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Okay. Gut, wissen wir auf jeden Fall schon mal ein kleines bisschen mehr jetzt. Ja, und jetzt sollen wir die Besatzung finden. Ja, dann suchen wir mal die Besatzung. Ein Stück, guck, siehst du? Ein Stück eines Wertpapiers. Der Canadian Pacific Railway. Es wurde im Logbuch der Sea Unicorn vor August 1883 gefunden, wo allerdings die Seiten herausgerissen wurden. Okay, da fehlt doch schon irgendwas. Was haben wir da? Für Wiggins. Das Logbuch der Sea Unicorn für das Jahr 1883. Darin ist eine Liste der Besatzung zu finden. Die Seiten von August 1883 wurden herausgerissen. Auch da fehlen also Seiten. Ja. Und wer hat die aufgegessen? Wer hat die aufgegessen? Ja, da war einer hungrig. Noch einer, der keinen Salat mag. Hätte ich gesagt. Was hat ein Papier mit Salat zu tun? Ja, und du meinst, er hat das Papier aufgegessen. Ja. Aber ich hatte halt, war hungrig und keinen Salat essen, also hat er gedacht, das Papier. Eben. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Okay. Okay. Wir müssen nur nach ihm rufen. Ja, wir streicheln nochmal den Hund und gucken nochmal. Ja. Unbedingt. Wir müssen die Frau unbedingt nochmal sehen. Wiggins, could you come upstairs, please? Zufälligerweise steht er genau Service, unter Mr. unserem Fenster. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Na hier, Besatzung des Sea Unicorn abgeschlossen. Inspektor lässt gerade finden, okay. Also nach Scotland Yard. Ja, das meint, das ist schon ziemlich geil gemacht, so mit den Übergängen. Ja, und vielleicht kannst du währenddessen auch durch noch die Beweise untersuchen. Das finde ich eigentlich schon praktisch halt. Somit wird die Ladezeit immer punktuell zusammenfassen kannst. Und Ja. halt so. Was ist denn da eigentlich rechts für Leute? Die hab ich noch gar nicht gesehen. I'm Die glad sind to auch see hier. you. Okay. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course.
It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Atemberaubend, ja. Scotland Yard ist einen Schritt voraus. Ich denke nicht. Okay, jetzt haben wir ja neue Gegenstände zum Untersuchen. Oh, noch ein paar Schuhe. These are the suspect's belongings. Okay. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Schuhgröße 9,5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it. Was haben wir denn da? Analysieren. Der Brief, den Hurtley bei seiner Verhaftung bei sich trug. Er ist nahezu vollständig mit Tintenflecken übersät. Okay. Verwenden. Ah, das hatten wir schon. Die Stiefel. Die Stiefel haben wir noch gar nicht. Ja, Genau, ne. verwenden. Liam Hurtleys alte Stiefel. Ja, Schuhgröße 9,5. Ja, das hat er ja gerade eben gesagt. Das wissen wir. Was haben wir hier? Schwarzer Peter. Inspektor Lesgrad stattet der Baker Street einen Besuch ab. Dabei erzählt er Holmes von einem grotesken Mord. Okay, das hatten wir auch schon. Wir sollen jetzt eigentlich den Liam Hurtley verhören. Aber ich würde sagen, wir gehen erst die Beweise untersuchen, dann verhören wir ihn, weil dann, wenn wir neue Erkenntnisse haben, wäre es ja sinnvoll, ne? Naja, vor allen Dingen, ich sag mal, der Zettel mit Tintenflecken und so, der scheint Ja, und die auch, Stiefel, scheint halt. ja auch wichtig zu sein, genau. Ich will jetzt erstmal die Stiefel vergleichen. Vielleicht ist der Schuh. Vielleicht passt der Schuh. Erinnert mich so ein bisschen an hier Aschentuch. Nur die Absätze fehlen. Ja, und das war auch ein schöner Schuh. Das ist jetzt so irgendwie so ein Gummistiefel. Wie wär's mit Salat? Oh. Jedes Mal, wenn wir da sind, machen wir einfach so einen Salatwitz. These boots Oh, match the perfekt. footprints exactly. Passt. Wem gehörten die jetzt? Hurtley, ne? Ja, Okay. okay. Dann scheint Hurtley eventuell vielleicht was mit dem Mord zu tun haben. Vielleicht ist der eingebrochen? Ne. Okay. Ungeklärte Anwesenheit. Liam Hurtley Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten. Das beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carney behauptet, es gäbe keinen Gärtner an Woodmansley. Lass uns mal überraschen. Vielleicht verheimlicht sie was? Und er? Wer weiß. Wer Mal weiß. schauen. Also viele Fragen, wenig Antworten. Ja, jetzt haben wir ja immer noch den Zettel, ne? Ja, gut, jetzt hätte kommen wir erst noch. Den wir noch nicht untersuchen können. Ja. Aber da sind wir ja schon auf dem Weg hin. Ja. Dann gucken wir mal. Wir können ja auf jeden Fall analysieren. Dann analysieren wir den I need einfach to mal. prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, Chemie. all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless
reagent should be added after the orange reagent. Was? Okay. Das ging mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Ja. Nochmal. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Wir müssen alle 7 Chemikalien verwenden. Das heißt, wir haben zweimal gelb, zweimal durchsichtig, blau Und einmal grün. einmal grün. Also nochmal. First condition, Blau all kommt 7 zuerst. reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Okay, warte. Blau als erstes. Aber es gibt ja zweimal blau, ne? Ja, ich überlege gerade. Mal- Condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Also als erstes das blaue, das haben wir. Dann grün, Dazu grün. ja. Also ich würde sagen erst blau, dann das grüne, dann blau, dann kommt gelb, weil es ist das vierte, Aha. Okay. dann durchsichtig, also dieses hellblaue, dann würde ich wieder gelb nehmen, weil das wäre das fünfte in dem Moment dann. Und als letztes dann nochmal die Chemikalie durchsichtig. Das müsste eigentlich genau passen. Done. Now Et I voilà. can Ja, see hat further. gepasst. Yippie! Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Okay, dann gucken wir mal, ob wir haben da weggewischt kriegen. In unserer Schulzeit gab es Tintenkiller, kannst du dich noch erinnern? Ja. Wir brauchten nicht irgendwelche Chemiebausätze. Das ist sehr hartnäckig. Scheint schon alles weg zu sein, oder? I did as you asked, hid them well. Interesting. How would Hartley react to this? So, was haben wir da? Da ist der Brief. Liam Hurley Brief. Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast. Aber ich bitte dich, überlege es dir. Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrenloses getan. Für dass du mich. Das ist auf jeden Fall perfekt. Alles klar. Nichts verstanden. Ja, dann gehen wir ihn mal befragen. Hat ja gar kein Mensch durchgesehen, was er wollte. Ne. Ach, hier haben wir A eine map of Karte. London and the surrounding area. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Die Umgebung von London? Ja. Falls wir die mal brauchen. Ja, natürlich. Falls wir ihn nicht mehr nach Hause finden.
So, was haben wir denn da? Den Brief und die Blechkiste? Ne. Einbruchversuch? Ne. Da haut noch nichts hin, oder? Ne. So, die Jungs meine ich, die da sitzen. Was machen die da? Warten auf ihren Prozess oder so, keine Ahnung. Aber er mit seinem Hut hier um die Ecke, wenn du dir den mal ganz genau anguckst hier, ich weiß nicht, nee, nicht der dahinter. Der haut da die ganze Zeit, nee, der schreibt irgendwas, guck mal. Was macht ihr? Der schreibt. Der schreibt irgendwas, ja. Nee, der Oder, schreibt nee, der nicht. betet. Oh, bitte, buchtet mich nicht ein. Bitte, bitte. Mahlzeit. Infected. Hi, Dominik. Wie geht's dir? Der Dominik. Genau, geht's ja an dem schönen These are the Samstag. suspect's belongings. Okay, und den Wertpapier vergeben? I wonder if these are connected. Okay, was haben wir denn da? Canadian Pacific Grain. Ich hätte gesagt CPR. Now we have the Als proof Abkürzung, that ja. Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Wer streamt denn da? Dir geht's gut, das ist schön, ja. Aber wir haben uns gedacht, wir versuchen es auch einfach mal. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And Er ist bestimmt considering your Busfahrer. situation, it might be wise to speak with someone who Was? is, shall we Kutschenfahrerin, say, ne? rather Ach ja, more Busse gab's ja noch gar nicht. You are a Doch, klar, suspect muss. in a murder case. Gab's da schon Busse? I know. Inspector Lestrade 1800? told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are and exactly what happened that you should be brought here? Ich hätte gedacht, Alexa Mann, fragen. Ja, ich hätte jetzt auch ihm fast gesagt, That I can tell you. Alexa, But you're not getting any ab wann more gab's than Busse? that. Well, we shall see. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Oh, was haben wir denn da? Stiefel passen nicht, hörte die Stiefel passen, gepflegter Garten, Tabakbeutel, Ring mit Gravur. Ja, auf jeden Fall passen die Stiefel. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? Du grindest That heute doesn't mit make der me a Frau murderer. Monster Hunter. Okay, sehr geil. Das Spiel habe ich auch noch nicht gespielt. Monster Hunter wäre auch noch mal eine Option. Also. Naja, ich habe noch ein paar Spiele, die noch unbedingt gespielt werden mussten. So tell me, Mr. Hurtley, Ich weiß gar what did nicht. you hide? Hide? What are you talking about? Kann man Monster Hunter eigentlich über Crossplay spielen? Oder nur von Konsole zu Konsole? Was haben wir denn hier? Gepflegter Garten, Hurtleys Brief. Das habe ich eigentlich Brief. nicht mehr mitgekriegt, was wir waren. Du hast nicht mehr mitgekriegt, wo wir waren. Also wir spielen definitiv Sherlock Holmes, das kann ich dir sagen. Oh, scheiße. Und ich glaube gepflegter Garten, ne? Weil Ach ja. Er hat ihn. Nee. Nein, scheiße. Nein! Wählen Sie die richtige Antwort aus. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Der Brief. Ja. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing.
If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Schade. Ich dachte, es geht plattformübergreifend. Dann muss ich das wirklich nochmal für die Xbox neu anfangen? Echt? Oh nein. Oh nein. Ah. Ich wollte gerade sagen, wenn du so auf die Nase gehst und konntest ihn. Was? Das ist eine alte Narbe. Ich habe ihm gedacht, weil du so auf der Nase gehen konntest. Wer weiß, was du da so findest. Oh. Das war noch nicht mal hier die Nase, aber... Hä? Okay, das war... Stimmt, ich glaube, das ist im Game Pass. Aber... Müsste ich jetzt auch lügen. Ja gut, ich ehrlich sag mal, gesagt. auch wenn es nicht im Game Pass wäre, wäre jetzt auch kein Ding so... So teuer ist Monster Hunter ja, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, gut, ne. Aber im Moment ist es halt so, es kommen so viele Spiele wieder, man weiß gar nicht, was man überhaupt spielen soll. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Jetzt der gerade. Jetzt? Nee. Nein. Hä? Hä? Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care Das to war immer noch nicht der explain it? Garten. I don't remember. What would I be doing Nur there die Harten anyway? kommen im Garten. So. Der Tabakbuddel oder Gärtner? Ah. Because you are Aber the das war das mit gardener Garten. at Woodman's Lee. Ja, aber so I'm ähnlich. not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my Okay. tools. Er ist ja doch kein Busfahrer. That's Er all ist for Gärtner. now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Oh, gestohlene Wertpapiere. In der gestohlenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Okay. Oh, da haben wir noch was. Noch einen Hinweis. Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Ja, irgendwer muss immer der schwarze Peter sein. Große Kraft. Aber das passt noch nicht, da fehlt uns noch Nee, was, ne? der hat ja keine große Kraft. Bei dem wäre es ein Glückswurf gewesen. Okay. Oder? Ja. Oh, doch. Okay, Wir hätten, ja. wir hätten einen Täter. Wir hätten den Täter. Nelligan ist der Täter. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dann schauen wir weiter, würde ich sagen. Ich würde, ja, wollte ich gerade sagen, also sind wir noch ein bisschen zu vorurteilt, ne, wenn wir jetzt Wir haben noch sagen, vorbei. den buchten wir ein, das wäre nicht so nett. Da wäre zumindest der Fall. Das stimmt. Ich hätte gedacht, wir befragen die Frau nochmal. Ja, das können wir machen. Auf jeden Fall.
Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Okay, also auf in den Schuppen. Die nächste Hütte. In die nächste Hütte. Oh, guck mal, da liegt eine Sense. Let's see what could be hidden here. Könnte man den Salat mit ernten. Ja, genau, mit der Sense. Was liegt da? Okay, was da? Holzboden. Ein loses Brett. Oh, schau mal einer an. Da haben wir die Kiste. Das ist die Kiste, die du am Anfang schon gesehen hast, obwohl sie gar nicht da war. Kannst du dich noch erinnern? Naja, so. Let us see what is in this box. Okay. Was haben wir denn hier für ein Rätsel? Schieberätsel. Okay, das ging ja mal flott. Du musst kein Speer werfen. Nee, aber hier haben wir ein paar. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Oha, jetzt Carries Brief. Mein geliebter Liam, solange ich dich kenne, warst du immer so gut zu mir. Ich kann meine Gefühle nicht mit Worten ausdrücken, aber ich denke, sie sind voller Sünde und führen zu nichts Gutem. Ich habe Angst davor, was passieren könnte. Was? Ich habe Angst davor, was passieren könnte. Ich habe Angst davor, gegen Gottes Gebot zu verstoßen. Ich danke dir vom tiefsten Herzen für deine Güte, aber ich kann den Mann nicht verlassen, mit dem mich der Allmächtige zusammengebracht hat. Es ist sein göttlicher Wille und daher ist mein Mann das Kreuz, das ich tragen muss. Er macht mir das Leben zwar nur zur Hölle, aber mit der Zeit heilen alle Wunden. Sorge dich bitte nicht um mich. Jo, okay. Judith Carys Brief. Was haben wir noch? Da war Okay. noch. Nee, war das nicht der alte Brief noch? Hattest du nicht 3 Stück gefunden gerade? Nee, es waren ja mehrere Briefe von ihr. Ach so. Oh, Souvenirs gibt es auch noch, guck mal. Ja, nee, das war nur der eine. Ja, die anderen hatten wir schon, stimmt. Was haben wir da? Inspektor Lastret stattet der Baker Street einen Besuch ab. Ja. Was man mehrfach lesen kann, kann man mehrfach lesen. Ich wollte auch wiederholen. Egal. Oh. Madam, I am aware of your affinity. Wenn ich mir das alles merken würde, was ich da lese, dann... What are you talking about? Oh je. Oh. Die romantischen Briefe. Mrs. Carey, we found your Ja. letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after Er wollte sie. what happened. Sie. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors.
Okay, das Geständnis. Und die Briefe? Oder welche Briefe denn? Na, den von Liam würde ich fast nehmen. Okay. Was haben wir da? Harmloser Flirt. Es ist bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Carys Frau geflirtet und sich in sie verliebt hat. Allerdings ging das ganz nicht über zärtliche, aber harmlose Gespräche und Briefe hinaus. Okay. Oh, wir haben ja noch was. Hurtleys Unschuld. Hurtleys Anwesenheit in Woodman's Lee in der Mordnacht geht auf seine Zuneigung für Jude Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. Okay, also jetzt können wir ihn schon mal ausschließen eigentlich, ne? Oder? Mhm, vielleicht. Mal gucken, wenn wir jetzt hier Glückswurf machen. Ah, ne. Haben wir noch Hinweise, die zusammenpassen würden? Das ist eine gute Frage. Ne. Ne, ich denke auch nicht. Dass da noch irgendwas. Oh doch, da passt auch noch was. Suche nach Wertpapieren. Suche nach Weltpapieren, genau. Suche nach Wertpapieren. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Carys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. Gut, okay. Also den kann man auch schon fast ausschließen, weil der nur die Wertpapiere gesucht hatte. Ja, nur. Nichts Besonderes. Er sucht nur die Wertpapiere. Okay, ich hätte gedacht, das wäre ein Motiv. Nelligans Motiv? Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Das andere wäre Unschuld. Das hatte ich doch, glaube ich, schon mal gelesen, oder? Weil es kam mir jetzt sehr bekannt vor. Ja, okay. Na gut, dann wäre das. Aber das passt nicht. Hä? Das wäre jetzt noch blau, oder fehlt da noch was? Okay. Ja, eins fehlt noch, oder? Okay, da haben wir noch was. Verzweifelte Eifersucht. Neben Hurtley hat Judith Carey so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. Auch möglich. Ist auch eine Möglichkeit. Okay. Motiv. Neben Hurtleys Verhältnis zu Judith Carey gibt ihn ein Motiv für den Mord an Peter Carey. Oder Unschuld? Hurtleys Anwesenheit in Woodman's Lee ist der Mordnacht, geht auf seine Zuneigung. Das hatten wir schon. Achso, stimmt, das hatten wir schon. Aber ich dachte, du liest halt ein bisschen öfters gerne mal das Gleiche. Oh, wir haben was Neues. Oh. Möglicher gemeinsamer Mord. Sowohl Nelligan als auch Hurtley lügen. Von daher könnten sie möglicherweise beide unter einer Decke stecken. Okay. Er hat mir gesagt, es gibt 2 Täter. Also es gibt mehreres, ne? Also. Ja. Okay. Aber wir gucken noch mal weiter. Da gibt es wieder Salat. Nein, so. Mal wieder. Aber ich hätte gesagt, was war mit den Seemann, ne? Die waren doch auch noch da. Die sind auch noch da, ja. Gehen wir nach Hause. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was uns zu Hause erwartet. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Deine Seemänner. Ja.
Wie wer war das denn noch? Von wem hatten wir noch was gehört? War es nicht James? This is interesting. Ja. Ja, James. Let's review the other sailors now. Und John, aber bekannt vor. Interesting. Let's review the other sailors now. Ah, This man is a harpooner, and his initials are EC, the same initials that were found Ja, on the der klingt doch tobacco verdächtig. pouch. Gucken wir mal. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Oh je, der Crazy hat uns erwischt. Hi. Hi. Wie geht's dir? Ja, die können ja bei denen nur zusammenpassen jetzt noch, ne? Ja, nee, es gibt ja auch schon noch neue Beweise. Da fehlt noch ein bisschen was. Oh, Mann. Obwohl. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Nee, alles gut. Das kannst du auch gar nicht wissen, weil das ist unser erster gemeinsamer Stream und wir haben einfach gesagt, wir wollen die 1 Million Gamerscore heute einmal voll machen mit Sherlock Holmes. Daher kannst du es gar nicht gewusst haben. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Dann gehen muss man wieder umziehen. Ja, ich werde noch mal ins Fenster gehen. Ja, genau. Nee. Bei dem Spiel wird ja eine Trophäe für Platin. Okay. Also wir wollen heute komplett Platin holen, also 100%. Das geht nicht. Welche fehlt dir? Oh, warte, lass mich raten, den Hund streichen nur. Wo war das Seemann-Outfit? Da war's. Da. Da war's. Nee, das ist der Morgenmantel. Das sieht bestimmt auch geil aus, wenn du so in so eine Seemannskabine in Morgenmantel Now I ankommst. can approach Cairns and see if Das wäre zu this is leicht. the pouch. Ja, das Okay. stimmt. Aber es wäre trotzdem doof, wenn man es vergessen hätte. Wieso ist der Hund irgendwo weg? Ja, du musst den Hund immer streicheln. In jedem Fall musst du ihn streicheln. In jedem Fall. Ja, in jedem Fall, der kommt, muss ihn einmal gestreichelt haben, weil sonst kommt der Erfolg nicht. Oh ja, sehr schön. Jetzt Jetzt habe ich noch das Fenster für dich. da haben wir sie nochmal. Die nette Dame mit den dicken Hupen. Ich weiß immer noch nicht, warum man sowas einbauen muss. Kneipe. Was erwartet uns denn jetzt in der Kneipe? Jetzt gibt es erstmal eine Runde Bier für alle. Genau. Nico gibt einen aus. Witzigerweise. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Arm drücken. Was das du machen? Ich? Ja. Warum muss ich Arm drücken? Ich will nicht Arm Oh drücken. Gott. Wie geht das? Ich habe nicht hingeguckt. Wie geht das? Wie funktioniert das? Okay, einfach. Fortfahren. Erstmal fortfahren, genau. Okay, Ach du Scheiße.
Oh, der ist aber stark, der Junge. Ey, der besiegt mich, gibt's doch gar nicht. Ja, komm schon, Nico. Ja, genau. Ja, genau. Hopp, hopp. Bei SpongeBob würde da jetzt gleich so ein Banner kommen, einige Zeit später. Oh nein, er macht mich platt. Ich habe halt null Plan, was ich hier machen soll. Ja, dass ich ihn besiegen soll, ist mir klar, aber... Also, wäre nicht schlecht, ne? Und nicht überspringen wird. Ne? Da kommt der Erfolg irgendwann. Das wäre kacke, wenn wir den jetzt schon verkacken. Oh nein, er besiegt mich. Vor allem, da stand irgendwas, ich soll auf sein Gesicht achten. Er guckt mich bloß nicht an, der Vogel, der. Guck mich doch mal an, Junge. Nein. Das kann ja dauern. Ah, jetzt, guck mal, jetzt guckt er mir in die Augen. Na. Wir geben ihm noch ein bisschen Zeit. Das wird schon. Okay. 1:0 Seemann. Ja. Streng dich an. Ja. Ja, wir machen weiter. I'm ready to try again. Fine. If you want me... Achten Sie den Gesichtsausdruck von Trains, um seine Aktion zu erkennen. Attackieren, verteidigen, warten. Agieren Sie während der... Ah, okay. Jetzt kriegen wir das hin. Warte, ich gehe ins Fitnessstudio? Nee, ich denke nicht. Das Problem ist halt, mal guckt der böse, mal guckt der nicht böse. Witzigerweise, finde ich. Stand der nicht gerade bei Scotland Yard schon auf der Station, ne? Bei denen. Und wir gerade geguckt haben bei den Holzstegen. Ich könnte schwören, dass der da gerade schon stand.
darf ich überhaupt nicht drauf warten. Du musst ja nachher mal gucken. Das ist eigentlich voll der Spielefehler. Ne? Okay. Weil er stand in Scotland Yard, da stand er rum. Und jetzt sitzt er hier. Das gibt's doch gar nicht. Mein Gott, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Diese spannende Musik. Ja, Wahnsinn. Geht so ein bisschen Fahrstuhlmusik. Oh, los jetzt! Los! Ah! Ja, vielleicht fliegt der Controller. Kann ja so schwer sein, den im Armdrücken zu besiegen hier. Jetzt! Los, 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 los! Hau ihn auf den Boden jetzt hier! Los! Gibt's doch gar nicht. Controller habe ich noch nicht gezockt. Oder zumindest nur den Anfang ein bisschen, aber. Aber ich glaube, die Platin an sich soll aber eigentlich nicht so schwer sein, oder? Zumindest was ich gelesen habe. Aber stimmt, hübsch fand ich es auf jeden Fall auch. Aber storytechnisch fand ich den Anfang sehr verwirrend. Komm in den Push. Das gibt's doch gar nicht. Komm in den Push, ist geil. Ich hatte ihn ja eben schon fast zweimal gehabt, aber er möchte einfach nicht verlieren. Ein richtiger Seemann halt. Alter. Gibt's doch gar nicht. Der ist hartnäckig. Mein Gott, er will einfach, er will nicht verlieren. Er sagt sich, nein, ich streng mich so sehr an.
Schlimme ist immer, wenn er nicht mehr so lustig guckt, ne? Also so stark konzentriert. Jetzt habe ich ihn. Bam! You were lucky. I wasn't focused. Let's go Was? again. Nee. Oh nein, er will nochmal. Also Schluss ist langweilig, echt. Sehr. Ich glaube, da muss ich das Spiel auch, zumindest muss ich mal nochmal weiterspielen. Oh Gott. Ja, du darfst nochmal machen. Weil es so schön war. 30 Minuten später. Ja. I'm ready to try again. Ja, das ist eine gute Idee. If you want me to take all your Das glaube ich, money, mache ich auch gleich. no problem with that. Nochmal. Der Junge strengt sich aber auch wirklich an, ne? Also, muss man sagen. Und Kraft hat er auch ganz schön. Na komm schon. Na bitte. Okay, war's. Crossover mit Alan Wake ist Well, natürlich good auch for geil. you, I reckon. Hast du Alan Wake Stronger gespielt? than you look. Das finde ich auf jeden Fall auch Here's your mega. 10 shillings. Aber ich fand es auch zwischendurch ein bisschen I'd like to verwirrend. buy you a drink. Good winner as well. That's Yeah. good. Let's have a Sogar ohne drink. zu verlieren. Perfekt. Zumindest der zweite Versuch. Jetzt gibt es erstmal ein Bier drauf. Ne? Erstmal einen schönen Humpen You're a Bier. good type. Seems you've managed to Bei settle uns gibt es down eine in Cola life. Zero. Ich hole mir einen Kaffee. Money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year.
Peter Carey was captain of the Sea Unicorn. Ich habe damals die Xbox 360 gespielt von Alan Wake, aber die neue Version habe ich auch noch nicht allzu weit. Jetzt mal angefangen, aber wird auch noch zu Ende gespielt. Definitiv. Steht auch auf meiner To-Do-Liste, die auch bestimmt schon einen Meter lang ist. And they made for the Norwegian coast in a dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Cult of the Lamp sagt mir gar nichts. Ne, mir auch nicht. Was war das noch für ein Spiel? Platin ist mittelschwer, okay. Was müssen wir noch untersuchen? Cult of the Lamp sagt mir nichts, also. Ja doch, wahrscheinlich schon. Wenn wir das... Ist das das, wo dieses kleine Mädchen vorne drauf ist? Dieses rot-schwarze Cover? Dieses Indie-Game? Hier. Ich glaube, das habe ich dann schon gesehen. Du bist ein Lamm. Wenn ich überhaupt nicht. Back in a second. I'm off to the Kazi. Sag mir schon was. Ich glaube, was ist das? Genau das, was ich meinte. Oh, ja, genau. Ja. Okay. Habe ich schon gesehen im Store. Ja, ist ein Indie-Game. Ja, cool. Müssen wir uns das auch nochmal anschauen. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Okay, du hast ihm jetzt, ich habe das ja gar nicht gerade so mitgekriegt, du hast ihm jetzt den Tabak in die Tasche gepackt, oder? Ja, ich soll ihn den Tabak unterschieben, dann zeigt er mir, dass es sein Tabak ist. Ah, okay, alles klar. Aber das ist ja den Tabak, den wir bei den Leichnamen gefunden haben. Okay, also macht es ihn schon mal zum Hauptverdächtigen. Ja. I'm done here. It's time to leave. Okay. Wir können auch hier was herleiten. Das ist auf jeden Fall sein Tabakbeutel. Eine Mischung aus Animal Crossing und Hack and Slay. Okay, das ist ja eine geile Mischung. Das klingt witzig. Ich stelle mir Animal Crossing gerade echt als Hack and Slay vor.
Welcome, Nintendo. Aber wie heißt das Spiel denn aus, was wir uns jetzt gekauft haben, ne? Das sieht auf jeden Fall auch mega gut aus. Suicide. Ja, das sieht auch richtig interessant aus. Da haben wir uns kurz einen Stream angeguckt und mussten das direkt kaufen. Das hat so, sag ich mal, Machart wie Devil May Cry. Das ist ganz cool. Du hast so einen kleinen Geist im Hintergrund, der dir hinterher schwebt. Das ist fetzt eigentlich. So, was haben wir denn hier? Tabakbeutel beweist Schuld. Patrick Cranes hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war und damit auch, dass er der Täter ist. Tabakbeutel beweist Besuch. Patrick Cranes hat bestätigt, dass der Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war, aber nicht notwendigerweise, dass er auch der Täter ist. Also, naja, aber warum sollte er ihn besuchen? Vielleicht, weil die alte Seemänner waren zusammen unterwegs waren. Nee, ich meine, also warum sollte er, also das finde ich schon ein bisschen, ne? Beweis Schuld. Okay, da muss man erstmal hier. Das Motiv. erstmal umbauen wieder. Ja. Achso, doch, das Motiv müssen wir auch wegmachen. Achso, die Eifersucht muss weg. Wenn man Rüdiger opfern könnte, wäre das schon cool. Du bist aber ganz schön gemein. Hallo Danny, Moin, Danny. wie geht's dir? Okay, wir hatten noch einen Täter auf jeden Fall. Ja, Cranes ist der Täter. Also, ja, also ob das der Täter ist, wissen wir halt nicht, aber hätten wir als Täter noch, ja. Wir haben auf jeden Fall keine Hinweise Wir mehr. haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden. Das ist halt die Frage, was hätten wir jetzt für Optionen? Also Crane. Also wir hatten einmal, genau, wir hatten einmal Crane. Dann hätten wir ja noch den Jungen. Uns geht's auch gut, Ja, ja. alles perfekt. Außer das Wetter grau und grau ist, aber egal, wir nutzen den Tag ja eh heute zum Zocken, also. Eben. Es ist auch egal, ob es regnet. Oder schneit. Ja, das ist eine gute Frage, was da jetzt alles so zusammenpasst. Ja, Also wir haben auf jeden Fall Cranes schon mal als Täter. Dann haben wir den netten Gärtner, hätten wir noch. Und den Jungen. Also, was hätten wir denn hier? Wir hätten. Die drei hätten wir auf jeden Fall. Aber wann ist. Warte mal, jetzt gucken wir nochmal. Also, jetzt hätten wir Crane. Also Cranes auf jeden Fall. Ja, den haben So, dann hätten wir noch. Ja, wenn wir den als Motiv wieder setzen. Und dann. den Glückswurf dafür. Das ist immer noch rot. Und hier müssen wir, glaube ich, auch noch umändern. Notizbuch. Ja, er muss ja das Notizbuch holen, ne, in dem Moment. Und hier. Ja, wollen nur zum Besuch. So, jetzt Dann hätten hätten wir Nelligan. Okay, Nelligan wäre eine Option. Nelligan. Machen wir den mal wieder Nelligan unschuldig. ist ja der Junge, oder? Das war ja der. Der kleine Junge. Also, naja, so klein war er ja nicht, aber. Ja, ich würde sagen, der kleine Junge. Ja, so ähnlich. Bei Halt. uns scheint die Sonne. Ja, das ist doch super. Schick mal ein bisschen rüber davon. Hier bei uns ist alles grau in grau. Aber schon den ganzen Tag, seitdem wir aufgestanden sind, nur Regen.
Da so richtig Fischschuppe halt. Oh, hier, Hurtley haben wir auch noch. Hurtley ist der Hurtley? Täter. Und dann hatten wir ja noch zwei Stück. Genau, ja. Die Frage ist halt, wen beschuldigen wir das wurde? Also wenn wir, ganz ehrlich, also wenn wir jetzt mal logisch an die ganze Sache so rangehen würden, mordtechnisch, dann würde ich sagen, Das wäre das. ja, es gibt zwei Täter. Ne, zwei Täter würde ich nicht sagen. Ich würde fast wirklich meinen, dass es Crane ist, weil ich sag mal, warum nicht sein Tabak da? Ja. Er ist stark genug, um dass er die Harpune werfen hätte können. Und er wollte was von ihm. Ja, die Wertpapiere. Richtig. Hätte ich auch gesagt. Also würde ich fast sagen, wir haben die Wertpapiere. Der war nicht eifersüchtig. Schade, wir können leider so noch nicht mit Stream rumeiern, sonst hätte ich jetzt mal eine Umfrage gestartet, was die Zuschauer so meinen. Aber ich würde fast sagen, es ist Crane. Genau, wir hatten uns gesagt, sag mal 1 für Crane, 2 für den Jungen. Ich habe keine Ahnung, wie er noch hieß. Nelligan? Ja, warte mal, wir machen mal hier beenden. Mal sehen, wie die heißen, die Menschen. Ich muss uns mal... Das haben wir doch hier irgendwo gehabt. Achso, hier kommen wir, glaube ich, da gar nicht drauf, aber dann müssen wir irgendwie ins Auto. Naja, es geht, glaube ich, noch nicht. Na, da muss ich mich noch mal mit beschäftigen. So, ein Notizbuch. So, dann haben wir entweder Quain. 4-1 für Quain. Hurtley war ja auch zu Hause, ne? Hurtley, genau. Hurtley machen wir 2. Und 3 machen wir John. Ja, Nelligan. Und dann hätten wir noch 2 Täter. Das wäre Nummer 4. Das wäre, glaube ich, die Frau und der Gärtner. Aber wir haben hier noch was wir fragen können, ne? Das Wertpapier. Ich glaube, dann gehen wir noch mal das Wertpapier fragen. Dann gehen wir da nochmal hin. Achso. Aber wir müssen uns erst... Ja, die Witwe glaube ich auch, ne? Nee. Die sitzt die ganzen Wochen in ihrem Garten auf ihrem Stuhl, das glaube ich auch nicht. Die bewegt sich nicht. Achso, der hat sich ja, der hat automatisch umgezogen. Ich wollte auch sagen, ja. Ich glaube, wir müssen den Jungen nochmal befragen, oder was? Ich weiß gar nicht, welchen wir Please befragen. escort this suspect for interrogation. Papiere hatten wir. Tell me, Aber ich denke Mr. trotzdem, Nelligan, wenn wir... what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Aber ich denke, wenn wir wirklich logisch an die Sache gehen, dann hat, also Hauptverdächtigter, meiner Meinung nach ist es der Seemann. Warte mal, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir... Kann ich die Fallakte jetzt nicht aufsehen? Kann ich die nochmal befragen? Not saying another Nee, word. ne? Ja. Aber wo kann ich denn nochmal die Akte sehen? Hier nicht, ne? Hinweise? Nee.
Ja, Ach, korrekt. hier. Da gebe ich dir recht. Also bei dem hast du wirklich nur Möglichkeit, entweder im Bett liegen bleiben oder zocken. Diese zwei Möglichkeiten. Ja. Oder einfach ein Filmabend oder Serienmarathon. Wir hätten ja noch ein paar Serien, die weitergeguckt werden müssen. Lucifer zum Beispiel. Oder die neue Herr der Ringe-Serie müssen wir unbedingt wieder sehen. So viel, ne, was man machen kann bei dem tollen Wetter. Ja, also ich hätte gesagt, wir beschuldigen jetzt Ja, Kane. wir 100%ig Crane. Peter Crane, was stand da? Peter Crane wurde von Patrick, Peter Carey wurde von Patrick Cranes ermordet. Cranes ist Harpunier. Sein Tabakbeutel wurde in Careys, 100%. Schlussfolgerung. Beschuldigen wir ihn. Ab in den Knast mit dir. Na, man bestätigt das so nicht. Ja. Geht nicht. Ja, geht nicht. Ja, ich muss dir das jetzt bestätigen. Normalerweise sagst du Schlussfolgerung. Aber dann sagst du, Ja. Crane ist der Täter. Mit A bestätigen. Ja, macht er aber nicht. Aber auf A bei Crane draufklicken, oder nicht? In dem Kreis. Ah, hast recht. Keine Gnade für Crane. Patrick Cranes ist ein kaltblütiger Mörder. Er hat Patrick Carey ermordet und muss dafür mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Gnade für Carys. Patrick Carys hat Peter Carey getötet, aber es war kein vorsätzlicher Mord. Er handelte in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen, aggressiven Seemann. Ja, genau. Also ab Keine mit Gnade. ihm. Ja, weg mit ihm. Ne? Nico ist schuld, wenn falsch. Ja, Nico ist Wer schuld. schon, denn schon. Einer muss muss schuld sein. sein. Ne? Ja. Okay, keine Gnade. Moralische Ja. ab dafür. Ab den Tag. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, well, if this is your idea of humour. No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. I say that we will. Da nehmen wir einfach mal eine was. Oh Gott. Ja. Shit. Und er hat gesessen. Jetzt aber. Bam! Und 2 Schläge. Nein, nein, nein. Oh Gott. Das war knapp. Das war knapp, ja. Oh, Sehr schön. das war auch knapp. Oh, jetzt taumelt er. Wenn wir jetzt noch die Rockmusik hätten. Are you all right? Are you able to stand? Oh, my jaw. Gore. He took me by surprise, Mr. Holmes. Otherwise, he would have seen what I'm capable of. Oh. Yes, he was lucky. Ah. But you got him. It was remarkably easy.
He lost his balance after he struck you. And you practice boxing, I know. You must have hit him hard. Our fellow is knocked out. We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes, well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. You know. Of course, Inspector. The case is closed. Vielen Dank für dein Follow, Gracie. Danke, danke. Genau, danke. Und Peter Carey wurde von Patrick Cranes ermordet. Ein Harpunier und damit der Einzige, der solch einen genauen und kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Er ist ein kaltblütiger Mörder und sie haben entschieden, dass es keinerlei Gnade verdient. Gefundene Hinweise haben wir 16. Schlussfolgerung, Crane ist der Täter. Entscheidung, keine Gnade. Ja, ab dafür würde ich sagen. Wir haben alles richtig gemacht. Wir können jetzt auch mal prüfen, ob das die richtige Entscheidung war. Mach mal, ob es die richtige war. Mich würde es interessieren, ob wir richtig gehandelt haben. Jo. Crane ist der Täter. Perfekt. Also Entscheidung bestätigen. Super. Achtung, Sie sind gerade dabei. Achso, ne, das ist einfach nur so. Ja, ich würde sagen. Yeah. Das ist einfach nur so. Der schwarze Peter. Und das nächste Rätsel. Ja, mega. Der Fall war doch schon mal cool. Der hat doch schon mal Bock gemacht. Auf jeden Fall. Juhu! Ja, richtig. Ich bin nicht schuld. Juhu! Wow. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We are about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return.
So, gucken wir nochmal durchs Fernglas, ob die nette Frau da noch am Fenster steht. Erstmal streichen wir den Hund, ganz wichtig. Ach so. Das gibt's in Erfolg nicht. Leider könnt ihr, glaube ich, nicht sehen, wenn der Erfolg aufklappt. Eigentlich dachte ich, zeig dir das an, aber... Wir haben zumindest mal 2 Stück bekommen. Ja, zeigt er nicht an, ne? Nee, hat er nicht Look after gezeigt. Mrs. Hudson for us, Aber ich glaube, Toby. das liegt an der Xbox gerade. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Die steht immer am Fenster, oder? Ja. Den Hund gestreichelt haben wir? Holmes, Ja, die please Hunde haben call wir a cab while I gestreichelt. pack my suitcase. We shall be late for the train. Kann man ja nochmal machen. Holzheimer. Look Der after Hund heißt Mrs. Toby. Hudson for us, Ja, Toby. der Hund heißt Tobi, ja. Tobi. Tobi, der Hund. Hier kann man, was kann man da nehmen? Was war da? Briefe. Ach, Brief. Okay. Kein Einkommen vor Londoner Polizei. Der Fall um den erschütterten Mord an dem ehemaligen Peter Carey, auch bekannt unter dem Schwarzer Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von der Quelle erhalten hat, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass Peter Carey von Patrick Cranes in seiner früheren Harpuniere ermordet wurde. Der gefährliche Verbrecher wurde von einem Inspektor Lestrade in einem Faustkampf unschädlich gemacht und in einem Gewahrsam genommen. Patrick Cranes wird für seine Tat mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tod verurteilt werden. Oh, ja, keine Gnade halt. keine Gnade. Aber andere wären schon brutal. Aber ja, souvenirt, die Harpunen. Hat er die jetzt hier eigentlich irgendwo im Büro stehen? Ja, gute Frage. Müssen wir mal gucken. This is where I keep noch my einer? post. Nee, da ist nichts weiter. Da war nur. Warte generell seine Briefe auf. Ich weiß gar nicht, ob die hier irgendwo steht. Gute Frage, ich glaube nicht. Vielleicht im Schlafzimmer? Also ich meine, Im Schlafzimmer? da wo er sich immer umzieht, weil da war noch genug Platz. Ja, oder hier in dem Zimmer. Oder da oben hängt eine. Oh, da oben sie hängt sie. Ja, geilo. Ja. Das ist ja cool. Ja, gut. Dann rufen wir jetzt mal die Kutsche. Watson, I'll hold the cab. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. Ja, manchmal habe ich auch so ein bisschen Sprachgulasch beim Lesen. Oh Mann. Oh, das ist aber neblig. Das erinnert mich an das Wetter Gloomy draußen. night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand so well gut away aus. from the platform edge. Ja, wenn man überlegt, wie alt I'll das take Spiel your ist, sieht das bags echt noch gut and aus. your Ne? blasted archive suitcase. Aber gut, das ist ja auch halt die Remastered-Version, ne? But Naja, klar. Holmes, Trotzdem, das sieht echt the mega headlight. aus. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Und meine Gebiete wurden auch erhört. It's too Naja, dark. ich hatte doch am Anfang Only gesagt, wo ist dein fog and rails, gestreifter nothing else. Anzug? Wo so. du gesagt hast, There is no ob er use im in Knast stumbling soll. around Nee, here aber at das ist ja night. hier dieser We'll come typische back Sherlock tomorrow. Holmes. Ach, den Streifen, Ja, was du ja. meinst. Das habe ich vermisst gehabt. Sehr früh am nächsten Morgen. Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Ein Bahnhof bei Nacht. Ein ankommender Zug. Ein außergewöhnliches Rätsel. Holmes und Watsons Rückkehr aus dem Urlaub wird zu einer abenteuerlichen... Ja, du kannst ruhig weiterdrücken, ist nicht schlimm, ich lese ja nur. Zu einer abenteuerlichen, jetzt können wir weiterdrücken. Echt? Geschichte. Du hast das Wort doch schon gesehen. Ja, kurzzeitig. Aber wir sind da. Well, here we are again at Evesham Station. We Okay. have a full day ahead. Let us begin our investigation.
Kannst du mal vorne zur Kutsche gehen und gucken, sind da wirklich Pferde oder Nicht da oder hinkommen? fuhren die damals schon die Kutsche? Nee, guck, das ist eine Pferdekutsche. Naja, Geil. aber wir waren noch nirgends drin. Wir müssen den Tatort untersuchen. Sieht auf jeden Fall mega aus. Oh, hier hängt alles mögliche rum. Was haben wir hier? Streckenkarte. Streckenkarte. This map will be useful. Die nehmen wir einfach mal mit. Ja. Auch keiner. Ah, okay. Guck mal, schon haben wir die ganze Karte aufgedeckt. Ja. Haben wir hier noch was? Nützliches? Hier ist noch eine Kiste unten auf dem Boden. Ja, geht auch nichts. Watson steht mal wieder am Weg rum. Wie immer. Noch rein? First of all, let us examine the area where the train disappeared. Ja, wo der Zug verschwunden ist, ja. Wo ist er denn verschwunden? Auf welcher Seite? Evans. Das Vorstellungstalent hilft Ihnen dabei, Objekte und Ereignisse zu visualisieren. Nur in bestimmten Situationen sinnvoll. This is the place where we saw the train vanish last Oh, night. okay. A discarded item, possibly thrown from the train. Okay. Railway sleepers, nothing unusual. Wo ist denn die Flasche? There are no tracks or Ach, die footprints liegt on da. the ground. Ich wollte sagen, das ist aber eine große Flasche, das ist doch eine Pfütze gewesen. Ja, das ist eine Pfütze. Ah, hier Schienen. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Ab und zu lächelt er auch mal, ja. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Auf die andere Seite gehen und gucken, ob da noch irgendwelche Hinweise sind. Ach, guck mal, von der Seite kommt man rein. Ja, hier ist auch nichts weiter. Da ist noch eine Tür. Ja. A Und hier. telegraph. Telegraph. Und Ein Telegramm. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Hinweis an Bahnhöfe. Hinweis an alle Bahnhöfe. Mr. Robinson befindet sich im Bahnhof Bödlington. Okay. The train set. Noch was? Eine Zugzusammenstellung. Zusammenstellung. Linie Nothing Hill London. Zugtyp LNIR Nummer 324. Zusammenstellung. Lokomotive, Kohlwagen, erste Wagen, Postwagen, Sonderwagen. Gebucht von Mr. Robinson. Klassewagen. Ein haben sie es vergessen. Den Speisewagen. So, ja, ist richtig so, ne? Ja. Ja, okay, was haben wir noch? Oh, mehr ist da eigentlich nicht, oder? Das manchmal, was ich ein bisschen doof finde, ist manchmal, dass die Kamera sehr dicht an den Charakter geht. Ja, dass du die Objekte in der Umgebung nicht wirklich sehen kannst. Richtig, dann, ja, wenn ja. da was sein sollte. Ja, stimmt. Also die Kamera kuschelt dann immer mit ihnen.
Hätten sie auch eigentlich so, wie sie jetzt ist, so wäre Opti gewesen. Ja. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Okay, analysieren wir den Mann mal. Jo. Oh, der hat auch irgendwas. Graue Haare. Graue Haare, ja, die habe ich auch. Eine Münze. Ein Bahnhofsvorsteher. Okay. Dann vielleicht noch die Kette. Nee, Taschenuhr, aber... Ja, Dreierdreck. Erdspuren. Ein Ehering. Und ein Ehering. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. But what kind of problem that they didn't say? That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. Aber ich überlege gerade, ich kann so eine ganze Zeit verschwinden. Ja, das haben wir auch gefragt. Copperfield? Oder? Ja, habe ich auch Railway Das Postbag. war David das. Ja. David Copperfield. Oder die Ehrlich Brothers stecken dahinter. Also hier ist auch nichts. Aber da lag doch irgendwas in der Dings, ne? Wo war lag was? Ja. Da, ne. Postsäcke? War nix. Da kann man nichts machen. Doch, habe ich ja gemacht. Das ist grün. Okay. Aber da war nix. Nichts. Da waren wir drin. Da, genau, da waren wir. Dann haben wir hier noch eine Tür. Ja, da kommen wir noch mal rein. Oh, hier liegt auch was. Rümpel. A locomotive bell. Jetzt bauen wir unsere eigene Lokomotive. This part is probably from a locomotive. Ersatzteile. This place serves as a storage area for the station. Hier. This part is probably from a locomotive. Ja. Das war's auch. Also immer alles, was grüne Lupe hatte, ist okay. Ja, ja, also das grüne Lupe hat, habe ich untersucht, sozusagen. Okay. Na gut, sonst wird man ja gar nicht klarkommen hier. Gut, hier, was ist denn da? Und der wird nicht grün. Nee. Sonst wird sie noch nicht gut kriegen, glaube ich. Das stimmt. Ja. Was hier? Oh, hier sind noch Spuren. Nee. Spuren, oder? Hier kannst du nochmal mit... Achso, kann man noch mit dem Auge drauf gucken? Nee. Könnte man das vielleicht in den Hütten nochmal? Das da vielleicht noch irgendwo... Stimmt, da kann ich auch noch mal gucken. Da waren auf jeden Fall Spuren.
Da sitzen auch Leute hinten. Wo sitzen Leute? Da um die Ecke. Hier? Da hinten. Ja, da komme ich aber so nicht hin. Da muss ich, glaube ich, durchgehen. Mal gucken. Hier komme ich nicht durch. Ja. Ne, kann ich auch nicht befragen. Du kommst gar nicht hin. Ne, da komme ich nicht hin. So, dann gehen wir erstmal den anderen Ort, hätte ich gesagt. Erstmal die Beweise, die wir haben, erstmal untersuchen. Was haben wir denn da? Mit allen Insassen. Keine Spuren vom Zug. Ne. Oh. Auch nicht? Ne. Die haben noch nichts hergeleitet. Ja, wir gehen erstmal die anderen Orte. Und hier sind wir jetzt auch am Bahnhof. Ich kann ja noch verstehen, wenn nur Bahnhof. Ja, Moment, ja. Aber wir kommen das Rätsel bestimmt auf die Sprünge. Ja. Warte, was hier? Ja, definitiv. Good day to you, sir. Good day. To whom am I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Der ist aber mega unhöflich, ne, oder? Ja, Mal der quatscht einfach dazwischen, das geht gar nicht. seine Augen. Ah ne, der Hut. So, okay, ich konnte den Hut anklicken, obwohl er eigentlich da drunter war. Teure Kleidung. Teure Kleidung. Naja, das haben wir ja schon beim Quatschen gehört. Teure Schuhe. Nicht schön, aber selten. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention, but I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazes Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazes Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damned train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this.
Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. Goodbye, sir. No, der ist ja richtig nett. Ja, echt. Der wird ihn verklagen. Ich meine, gut. Aber er sitzt da auch wie auf Koks, ne? Die Frage, was machen wir mit dem Zug? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. But I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. And then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazes Chilean Company. Okay. It's a scandal. An absolute... Wütender Fahrgast. Watson. Dürfen wir hier noch hoch? Ja. Ah, guck mal da. Das ist doch hier der Spalt im Boden. Papier. Blatt Papier. Dokument. The insurance policy for Robinson's machine. A significant sum. Oh. Versicherungsschein Nummer 256458. Versicherung abgeschlossen von Thomas L. Robinson. Für Prototypen mit der Bezeichnung autonomer Stromgenerator. Diese Versicherung den Totalschaden oder den wirtschaftlichen Totalschaden am Prototyp bis zu einer Höhe von 50% des Gegenstandwertes. Maximale Deckungssumme 50.000 Pfund. Versicherungsdauer 1 Jahr verlängert. Okay. Das hört sich ja auch schon mal wieder sehr spannend an. Auf jeden Fall verdächtig. Ja. Okay. Haben wir sonst noch was? Nö. Können wir den quatschen? Nee, klar. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes. I am investigating the unfortunate disappearance of last night's train. I see.
I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Hat ein paar Fragen. Erstmal analysieren wir ihn wieder. Ja. Junges Alter, okay. Saubere Kleidung. Was hat er hier? Vorschriften. Ist auch geil. Der läuft immer mit seinen Vorschriften rum. Oh, dreckige Hände. Tintenflecke. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers last night. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with 2 furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Okay. Irgendwas Ungewöhnliches gestern? Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Oh. Okay. Berichtsvorseher sind vertraulich. Oh Gott. Versicherungsschein? No. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I have worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Your age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It was hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. Telegram aus Chesterfield. Bahnhof. Okay, das wird schwierig. So Linie Nummer 34. Ankunft 0030. Aber Scheiße. Abfahrt 00:35. Also 0:35 Uhr Ankunft, 0:30 Uhr. 5 Minuten hatten die Aufenthalt. Okay, hier kommen wir wieder aus Erfragen. Hier noch Erfragen. Der Bericht des Bahnhofvorstehers von Chesterfield über den verschwundenen Zug strotzt nur so lang und ist kaum zu verstehen. Es ist nicht klar, ob er bestätigt, dass der Zug
den Bahnhof passiert hat oder Und? wertvolle, achso, hier auf Fragen. Ein wertvoller Versicherungsschein für einen Prototypen mit der Bezeichnung Nummer Stromgenerator. Ja. Ja, das sind die beiden Sachen, die wir gefunden haben. Wir haben einen neuen Ort freigeschaltet. Wir haben einen neuen Ort freigeschaltet. Lösen Sie das Rätsel um den Verschwundenen. Finden Sie heraus, dass der Sonderwagen des Verschwundenen zu transportierte. Ja, okay. Weiter geht's. Aber wir können was analysieren. Was haben wir hier? Okay. Oh, das sind ein paar Sachen jetzt. Der blieb an Bord. Vielleicht wegen so. Telegram? Nein. Also, Oh, das sieht gut aus. wir klicken einfach alles durch. Einfach durchklicken, irgendwas wird passen. Ja. Unfall. Die Chilenen blieben rein zufällig an Bord des Zuges. Der Kontrolleur konnte sie übersehen haben. Chilenen an Bord gelassen. Die Besitzer der chilenischen Firma Baccaras wurden vorsätzlich an Bord des Zuges gelassen. Der Kontrolleur ließ alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aussteigen. Tja. Das ist nicht viel. Da wir noch nicht viel haben, ist das nicht viel, genau. Okay. Mehr gibt's da noch nicht. Ein Magenknurren im Stream aufhört. Ja. Das war deine. Das war meine? Ja. Hab ich etwa schon wieder Hunger? Ah. Haben wir hier eine Tür? Ja, kommen wir aber nicht rein. Da kommen wir nicht hin. Wir sind jetzt am anderen Bahnhof schon, ja? Hier. Ach, da kommen wir eigentlich gar nicht weiter. Können wir hier vielleicht noch irgendwas untersuchen mit unserem Adlerauge? Ne, das zeigt der hier hoch an. Da brauchen wir. Achso, wir können ja den Typen vielleicht noch mal befragen hier. In seinen Versicherungsunterlagen. Ja, stimmt. Genau. Das stimmt. Die netten. Ja. Versicherung. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God. Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station Master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. Okay. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Also der Typ, der kommt mir echt super verdächtig vor. Also. Ja, der sitzt da nur. Ja, aber allein. Aber wir können bestimmt seine Tasche untersuchen. Ich wenden. Don't touch anything, please. Bitte Oder? fassen Sie nichts an. Aber wo hat er die Tasche jetzt hingebracht? Ich wusste ja, ach, da ist die Tasche noch. A telegraph. Nee. Telegraph. It's a scandal. An absolute outrage. Ja, wir gucken. Ja. Der Typ. Hier vielleicht? Er hatte sie doch aber neben sich stehen als erstes, oder? Ja, aber der andere hat sie auch weggebracht. Wir gucken mal. Railway Postwechsel, da ist nichts drin. postbags. Da ist Da die ist sie. Tasche. Die Reisetasche. Okay. This sack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it. This is what they call force majeure. I'll catch. Of course. Dann kann man lassen. Oha. Nee, So ein das ist Drehschloss. aber jetzt. Das
ein bisschen anders aus. Was kannst du denn da alles drehen? Alles bestimmt, was? Ja. Okay. Na, das wird nicht richtig sein. So, vielleicht eher. Oh, das Braune noch. Ja, das sieht gut aus. Das Jo. könnte passen. Ja, perfekt. Und? Oh, Look, spannende Watson, Unterlagen. abundant contracts. Oha. Very suspicious. We should study carefully. Die sollen wir uns durchlesen. Dann gucken wir noch mal. Vertrag. Warte mal eben, was steht dann? Ach so. An exclusive sales contract. Mr. Robinson is the seller. Okay. Wollen wir dann streichen? Nein. Aber ich würde den ganz gerne durchlesen. Vielleicht brauchen wir da irgendwas von. Kann man es nicht? Ja. Vertrag. Dies ist ein Exklusivvertrag über den Verkauf des Prototypen. Auf autonome Strom erzeugt wird. Der Käufer Emtinson Electronics erklärt sich damit einverstanden, dass er das Gerät ohne Malware und einvernehmlich erwirbt. Mr. Thomas Robinson, der Verkäufer, ist nicht haftbar für Probleme mit Prototyp, die nach der Vertragsunterzeichnung auftreten, egal ob sie zuvor dem Käufer oder von dem Verkäufer benannt werden. Der Verkäufer verpflichtet sich unmittelbar nach der Unterzeichnung eine Vorauszahlung in Höhe von 10% des Kaufpreises zu leisten. Es ist innerhalb eines Monats zu bezahlen. Und es sind 2 drauf. Ja. Schauen wir mal. Another exclusive sale. Mr. Robinson is the seller. Okay, genau, das ist genau das gleiche. Das ist einmal Durchschlag. Ja. Obwohl, das war was anderes jetzt, ne? Das Nee. war auf jeden Fall mein Gerät, oder nicht? Ja, warte, wir gucken mal nochmal. Das ist noch ein Exklusivvertrag. Ja. Wieder eher. Das sind mehrere Robinson Firmen. is the seller. Ja, ja, mit mehreren Firmen. Er hat das mit mehreren Firmen gemacht. Richtig, jetzt noch eine. Das ist Another Madison General Mr. Electronics. Das Robinson andere is war Well, it Hong is Kong very clear that Electronics. this Mr. Robinson received prepayment from various people for his machine. In Deutschland hätte man gesagt, er macht eine Hinterziehung. Ja, ja. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Oder Versicherungsbetrug. Oder Versicherungsbetrug, genau. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Möglicherweise hat er vielleicht den Zug auf mysteriöse Weise selbst verschwinden lassen. Oder er hat hier ein Magier engagiert. Oder es gab gar keinen Zug. Ja, es gibt genug Optionen. So, hier verlassen wir das Gebiet wieder. Die Frage ist, gibt es hier noch was zu holen? Oder müssen wir noch mal den Typen besprechen? Auf jeden Fall haben wir schon mal wieder ein bisschen was. Ja. Okay. Irgendwas passt auf jeden Fall. Das Ausschlussprinzip. Robinsons Motiv. Aufgrund der Versicherung und von mehreren betrügerischen Exklusivverträgen wird der Verlust des Prototyps Mr. Robinson eine hohe Geldsumme einbringen. Okay? Dann haben wir noch Prototyp mit mehreren Käufern, Sonderwagen. Oh ja, das sieht auch gut aus. Robinson ist ein Opfer. Der Verlust des Prototyps ist eine Katastrophe für Mr. Robinson. Hahaha. Auch wenn er den Betrug geplant hat,
hat er viel mehr verloren, als er entschädigt werden könnte. Die Versicherung deckt nicht mal den Gesamtwert der Maschine. Aber wenn er das immer wieder macht, dann hat er nichts verloren, dann hat er eigentlich mehr gewonnen, oder? Ja, theoretisch. This Robinson fellow seems suspicious to So. Dann können wir mal. Hier, hätte ich. Ja. Hm. Oder waren wir hier schon? Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Nee, hier waren wir da noch waren nicht. wir noch nicht. Der Bahnhof ist neu. Echt? Hm? Sauber, oder? Ja, der Bahnhof ist neu. Da waren wir noch nicht. Für mich doch nicht so. Oh. Was haben wir hier? Taschen. Und sonst nichts. Eine Flasche. A fishing advertisement. bin is full of empty bottles. Ja, was für eine Zeit denn? Was meinst du? Jetzt war eine Zeit. Fußball, Junge. Meinst du? Und Essen. Ist so, ne, keine Ahnung. Essen gibt's keine Zeit. Also Essen geht. Ja. Tea Time. Okay, ja, das stimmt. Das stimmt. Tee wäre auch nicht schlecht, ja. Ja. Locked. Aber du hast Na, das ist fast alle. Locked. auf einen zweiten noch nicht auf. Was haben wir hier? A handcar wheelbase. Interesting. It appears elements of the same construction were scattered everywhere. Da ist so einiges an rum. Ja, irgendwas rumgeführt. Also, Watson, du musst aber please alles tell suchen, me, ja? do you believe in magic? Of course Nein. not, Holmes. Then vielleicht. you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights, and heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Okay. Ja. Was haben wir denn da? Oh, was Neues. Teile einer. Das passt zusammen, ja. Ja. Oh. Zugexperiment. Die demontierte Dreistine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Dreistine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sie für einen Zug halten könnte. Echt? Ich sag ja, also das ist irgendwo alles so ein bisschen skurril, was der Typ da mit seinen Schuldverträgen, Scheinen, wie auch immer, gemacht hat. Das ist vielleicht alles mehr Schein als Sein. Also müssen wir jetzt einen Zug bauen.
Ja, brauchen wir den Test machen müssen. Mal gucken, was haben wir hier noch? Ja. Sherlock wird schon wieder irgendwas basteln. Locked. Ist auf jeden Fall verschlossen. Da kommen wir nicht rein. Hat da vorne eigentlich noch eine Tür, wo wir reinkommen? Auf und zu. Auf und zu. Aber hier drinnen? Ne, hier drin waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Wollte ich gerade sagen, ja. Oh, was haben wir hier? I had thought Morse that code. all masters knew the Morse code. Apparently not. Morse-Code-Alphabet. Okay. A telegram. Nochmal ein Telegraph? Eine Jacke. Mhm. Ja, mein Typ müssen wir auf jeden Fall reden, das weiß ich. Stimmt. Ja. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains Oh, the der liebt how. seinen Job, ne? By Ja. his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please. What? Ein bisschen The 18-hour Bisschen 72 von train has dem Mann, arrived? der Sternhagel. Good der day Typ. to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Fahrgäste. Ja, analysieren ihn erstmal. Ja. Oh, was ist da? Flachmann. Flachmännchen. Oh, da. Angelschnur? Angelschnur? Das ist ja mit Angelschnur. Were there any passengers who got Vielleicht ist er off Angler. that particular train at your Oh, ja, mit station seiner last Arbeit. night? No, nobody, it seems to me. Tja, gute Although Frage. I did not leave my office, so No doubt you were very busy. you don't say. You can't ever get any peace around here. Now you have to Ja, send a richtig telegram einen each time a train arrives and Der hat richtig departs. einen im Tee, sag ich. Ja. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Okay, ja, das ist eine gute Frage jetzt, ne? Oh je. Tja, wenn du ihn jetzt mit Alkohol in Verbindung bringst, dann wird er bestimmt bockig werden. Ja, das war You nicht were Aber not richtig, ja. tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. Okay. Jetzt haben wir wieder was Neues, okay. Das hat er nichts wirklich gebracht. Das auch. Passierte Chesterfield. Der Zug hat im Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofvorstehers unleserlich ist und Fragen aufwirft. Kam nie in Chesterfield an. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofsvorsteher war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Er könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Jetzt weiß ich, warum du es in den Vordergrund gestellt hast, damit ich das in dem Hintergrund lesen kann. Ja. Sehr gut. War gut. Ja, deswegen war es im Vordergrund. Ja. Denkst du denn das Richtige? Aber egal. Haben wir beides einfach nochmal gelesen, ist ja nicht schlimm. Aber mehr ist hier nicht, ne?
Also zumindest habe ich nichts mehr gesehen. Achso, was ist was? This Robinson fellow seems suspicious to me. Genau, das war schon Punkt 1, wo der Typ da auf der Bank saß. Da kam der mir schon verdächtig vor. Ja, gut. Also hier war jetzt auch nichts weiter mehr. Nö. Da hinten kommen wir nicht rein, glaube ich. Hier. Locked. Ist immer noch locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the Ah, jetzt lock. müssen wir das Schloss knacken. Okay. Ah, klar. Das ging aber jetzt vorher nicht. Okay, cool. Oh, jetzt kommen hier... Okay, dann gucken wir mal. Das sind so deine Rätsel. Ich mache lieber die Rätsel mit Armdrücken. Ja, alles klar. Ah, das sieht schon gut aus, glaube ich, oder? Aber ich glaube nicht, dass das schon reicht. Das wäre zu einfach. Du Scheiße. Das sieht gut aus. Naja, da fehlt... Also, nee, Oh, jetzt. perfekt. Okay, hier kommt, siehst du, da ist das Auge, ne? Ah, okay, alles klar. Aber es kommt halt nur dahin, wenn es irgendwas ist, auf jeden Fall. Also Boden. Kratzer. Bags were really dragged here. Bewegen wir hier Sack. Oh. Wine. A remarkable vintage. Aber guter Wein, ne? Bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Werkzeuge. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should think about them. Okay. Noch irgendwas? Railway post bags. Das war's, glaube ich. Ja, Na, das muss jetzt ihn wir befragen wahrscheinlich. einmal das, warum das da... Was lag da noch? Ach, die hatten wir schon. Mit seinen Flaschen, ne? Warum er die versteckt hat. Fragen wir ihn mal. Oh. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Ah, will I ever get it? I'm always wondering what's on your mind, Holmes.
Okay, dann gucken wir mal. Wir jetzt irgendwas durch den noch wieder finden. Na, hier war auch nichts, ne? Können wir ihn nochmal befragen? The entire train has disappeared. Ne. It's a disaster. Aber irgendwo müssen wir den hier... das Experiment noch machen. Oder hier vielleicht? Ersatzteile. Die große Frage ist, macht er das Experiment auch vielleicht wieder zu Hause? Nein, geht nicht. Ach, geht nicht. Du kannst nur zu den 3 Orten. Okay. Die Frage ist halt, wo wir hin müssen. Oder ob wir auch alles schon gefunden haben. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Was sagt uns das hier denn jetzt? Wo haben wir denn die restlichen Teile gefunden gehabt? Das war doch in einem Bahnhof. Die demontierte Riese scheint mit unser Rätsel zusammen bauen wir. Ach, wir. Ja, dann müssen wir nach Chesterfield dann. Ja. Waren wir doch gerade unten. Waren wir im Chesterfield? Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch Teile finden dann halt. Ja, schon, das war ja Chesterfield. War ich hier? Bist du sicher, dass das ein Chesterfield war? Ja. Wir waren doch gerade eben. Die muss ja, hier ist das Ding. Im Lager, ne? Ja, genau. Ah, jetzt kann man. Achso, wir können jetzt wieder was machen, ne? Ja, wir müssen das Ding zusammenbauen wieder. Ah, okay. I should use the appropriate object here. Das ist ein Zahnrad. I should use the appropriate object here. Vielleicht geht er noch nicht, machen wir mal zurückstellen. Die Reifen können wir auf jeden Fall schon nehmen. Die Reifen müssen auf jeden Fall ran, ja, genau. Rad. Achso. Da liegt noch ein Rad, ne? Ne, ein Zahnrad, das war hier. Ja, noch ein Rad, ja. Achso, für die andere. Achso. Ist das für die andere Seite oder kommt das dran? Gute Frage. Wir wetten, das kann man für die andere Seite noch nicht. Dreht er das bestimmt um. Ja. Kann ich das nicht so. Ich kann das. Ah, ich kann ihn ja schon direkt drehen. Ah, okay, alles klar. Okay. Noch eine Achse? Ja, auf jeden Fall das Zahnrad noch, aber da muss auch noch. Liegt da noch? I should use the appropriate object here. Was war da? Bremse. Na, die Bremse kommt ja oben dazwischen, ne? Ja. I should use the object here. Bremsgelenke, okay. Ja, genau, hier. Ach, hier, das ist so ein Wagen, wo man sich so draufstellen kann. Ja, genau, da muss ja dieses Ding in der Mitte noch. Diese Aber siehst du das irgendwo?
Handhubwagen. I should use the appropriate object here. Wo soll denn das Zahnrad hin? Use the appropriate object here. Ja, müssen auch noch Land. Da fehlt noch einiges, glaube ich, ja. Was haben wir da? Das ist das Ding. Das ist das Ding, was ich gesucht habe hier. Ich muss hier in die Mitte. Jo. Ist schon mal dran, ne? Kann da jetzt ein Zahnrad dran? Ja, das muss doch eigentlich in der Mitte. Okay. Was sagen? Aber ich glaube, da muss noch ein Zahnrad rein. Ein Brett in der Ecke. Oh ne, das ist kein Brett. Siehst du irgendwas noch? Ne, kann ich nicht nehmen. Ein Holzbrett muss hier aber auch noch irgendwo sein, weil es fehlt ja noch ein Brettchen, ne? Ja, hier fehlt noch was. I should use the... Hier. Das liegt richtig hier vorne. Direkt vor der Tür liegt es. Genau vor... Geil. Okay. Ja, jetzt muss er mal da wieder hinkommen, dass du es da hinlegen kannst. Hier und hier. Was ist denn? Ich war gerade, dass man das hinlegen konnte. Ich hab's gesehen, jetzt. Oh, das war's. Aha. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Das ist schon nicht schlecht, ne? Also... Okay. We need to attach a headlight and a steam whistle. Okay. Müssen wir eine Lampe anbringen? Ja. Feuerlöscher? Ja. Müssen wir mit Feuerlöscher machen. Ach, guck mal einer an. Hier gibt es ganz viele lustige kleine Sachen. Sonst war ja nichts mehr, ne? Na, ich glaube, jetzt haben wir auch alles, was wir brauchen. Nein. Der darf schon auch irgendwie mal von die Füße. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. Klar, aus der Ferne We wird shall das need aussehen a wie Zug, fire ne? extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. Okay, das ist schon cool. The steam whistle is ready to be used. So mal den Feuerlöscher so zu drücken, dass die Pfeife pfeift, weil der muss ja Druck aufbauen. Ja, macht er nicht. Ich habe ja, konnte ja nur einmal drauf drücken. Ja, drück mal auf die Pfeife. Also selbst auf die Pfeife. Ach, die Pfeife. Ja. Das hier hinten. Baut den Druck auf und dann... Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this Habt ihr wirklich nicht gesehen, die train, then it was Aber sure das ist the intention of Ja, ich stealing hab the gleich gesehen, real. dass die ja noch da war. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Nee, ich meine vorhin, At any also, rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map Haben die of our bestätigt? surroundings.
beim Essen. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Okay. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. So, da haben wir jetzt die Zuckertrappe. Verschwand früher. Der Zug kam nie in Erastham an. Er verschwand bereits vorher. In Erastham selbst hat jemand eine Zuckertrappe eingesetzt, die aus einer Drassine und Zugersatzteilen vom Bahnhof von Chesterfield bestand. Okay. Schlaues Kerlchen. Im Moment gibt es keine weiteren Hinweise. Ja. Super. Ja. Na gut. Hier waren wir auch schon, jetzt schon auch nichts mehr drin. Nein. Kann man noch mal befragen? Hat noch jemand Antworten? Der vielleicht. Oh, will I ever get any Nee, der hat keine Antworten. Dem ist so schlecht, der mag nicht mehr. Ich stehe nicht im Weg rum. Na komm. Aber wenn der Zug verschwunden ist... Now we have two maps. Genau. You must combine them. Wir haben jetzt 2 Karten. Ah, okay, das hatten wir noch gar nicht geguckt hier mit den Karten. Okay, jetzt muss man gucken, wo die Zugstrecke lang ging. Ja, oder? auf welche, wo die genau hin muss. Ja. Warte mal, wir müssen eigentlich die Originalstrecke finden, die da. Hätte ich gesagt. Also ich gehe davon aus, dass wir das an die Weiche unten ransetzen müssen. Gehen wir ein Stückchen runter? Und die? Nee, das passt nicht. Ne, oh Gott, da geht ja noch weiter. Runter. Ah, okay. Hier vielleicht. Das sieht gut aus. There is a side branch to the railway. Ja, noch weiter runter. Kein Wunder, das kann aber Is nicht passen. located in Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. A small section of a railway at the end of Evesham station. This suitcase contains my... The switch is rusted, but it still works. Okay. Die Weiche umgestellt? Ja, ich habe die Weiche umgestellt. Na ja klar, weil irgendwo muss der Zug ja abgeblieben sein. Und hier sind auch alles unsere, wahrscheinlich unsere Spuren. Wo geht das denn da hoch jetzt? Wo? Na hier vielleicht, oder? Gucken wir mal. Da kann man ja wahrscheinlich... Ah ne, hier ist falsch auf jeden Fall. Und geht er wieder zurück? Ja.
Aber oben steht ja Minen, ne? Also da geht's auf jeden Fall zu den Minen. Ah ja, dann gehen wir. Hier kommen wir auch hier nur hin. Achso, jetzt hast The du switch es. is rusted, but Aber funktioniert noch. Kannst du irgendwas finden? Kannst du vielleicht, sag ich mal, hier dieses Auge irgendwie setzen, dass du gucken kannst, ob der Zug da wirklich lang gefahren ist, wenn die Weiche umgestellt ist? Nö. Ja, dann zeigt er mir auf jeden Fall nichts weiter an. Ne? Ja. the switch genau. is rusted, Jetzt, but it still wir works. müssen ja gucken, wo der Zug abgeblieben ist. Das heißt, geh mal zum Minenschild und guck mal, ob du da irgendwas machen kannst. Ah, das Minenschild an sich. Mines. Geht auch hoch. This is interesting. Okay. Ah, jetzt! Toll. Man muss das Minenschild anklicken. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Sau fies. Ja. Und jetzt kann ich die Minen. Guck mal, so zu den Minen. Hey, da war weiter. Wir haben aber ziemlich viele Sachen. Ach nee, jetzt hätte ich das fast wieder vorgelesen. Ja, ich weiß, du liest das immer der gleiche. Untersuchen Sie die Minen. Ja, wir gehen jetzt zu den Minen. Minen. Ja. Gehen wir mal zu den Minen. Haben wir was herleiten? Haben wir Hinweise? Nein. Leider haben wir nichts. Ah, ja. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Oh. Okay. Okay. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Wie messe ich denn jetzt hier? Nothing interesting here. Oh je. Was soll ich denn hier messen? The Also- distance in the tracks is Ah, about jetzt. jetzt hat er's 4 gemacht, ja. feet 8 inches. Okay. Lightly loaded vehicle this way. Mein leicht beladenes Fahrzeug fuhr hier lang. There's a Bike. wooden beam lying on rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. Okay. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's Okay. Wie da der Someone Schrauben? removed these Schrauben. screws, most probably to take down the rails. A few Ja, die feet Schiene of the fehlt ja rails noch. have been dismantled. Ja, die wurde entfernt. Okay. Ganz viel Kohle. Watson. Ja, Watson. Guck mal hier, das ist wieder die Hütte, ne? Ja, Die nicht. sieht genauso aus wie aus dem ersten Fall. Ja, aber das ist nicht die gleiche Hütte. Glaube ich nicht. Oh, hier ist eine kleine Kiste. Oh. Metallkiste? Eine Metallkiste. This ja. box must be the Das ist safe. verschlossen. Ein Let's Schlüssel. open it. Ah, ne. Oh, wieder Rätsel. Können wir wieder knacken. Oh je. Okay.
Schwer zu sagen. Die werden aber auch immer knackiger, die Rätsel hier. Kannst du alle betätigen? Ich kann die alle, ja, Ach, alle Scheiße. drehen. Was ist das Problem? Du kannst wirklich alle bewegen. Oh je, oh je, oh je. Das ist die große Frage, wie das jetzt geknackt wird, ne? Ja, bauen wir jetzt einfach mal einen Strich vorne weg und dann gucken wir mal. Vielleicht geht das ja irgendwie. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, oder fast nicht, aber. Die Mitte vielleicht noch? Ja, aber wie willst du in die Mitte machen? So. Ah, so. Das würde passen. Ja, Jawollo. so. Ha. Oh mein Gott. Aber ne, sag ich halt. Ja, immer Stück für Stück halt. Ja. Oh, wieder was zum The Lesen. Mexican company Caracao and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could. Okay, also müssen wir wieder fragen. Neue Sicherheitshinweise. Neue Sicherheitshinweise an das gesamte EA-Kohl-Sicherheitspersonal. Hiermit informieren Sie darüber, dass die Barcazas-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen die Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter der Karakal-Konsortiums mehr die Anlage betreten. Der vorläufige Vertrag wurde annulliert. Setzen Sie die neuen Vorschriften um, geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da sie vertraulich Nee. Hey, Menschen haben wir aber noch nicht gefunden, ne? 2. Aber hier oben war auch schon 4. einer. Ja, ich weiß, aber hier oben war einer, den wir noch nicht Aber haben. das sind doch... Aber vielleicht... Kommt in diesem Fall vor. Wer kommt der noch? Kommt in diesem Fall vor. 2 Stück muss man eigentlich noch irgendwo sein. Die finden das nicht. Das haben wir richtig viel so. Verwenden Sie einen Telegrafen, untersuchen Sie die Minen. Ja, gucken einfach die Minen ja noch weiter. Ja, wenn wir noch gucken, nicht wollte ich gerade fertig sagen, erstmal noch ein bisschen bei den Minen weiterschauen, ne? sind. Ja. Zelle da kann ich nicht an. Aber mir lag hier auch nicht. What should we do next, Holmes?
This is an let's look inside. Dust. I'm almost certain it is Sägemehl. Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this page. Oh. Okay. Oh, du darfst auf das Päckchen schießen? Mhm. Das war schon mal daneben. Wow. Okay. Okay, das war kein Sägemehl. Dynamite. Das war Dynamit. Jo. Die Mine wurde gesprengt. So, was haben wir da? Zug versteckt. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren wurde. Sabotage. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sie vorsätzlich zum Einsturz bringen. Ja, gehe ich auch von aus. Ja. Okay. Okay. Ja, hier haben wir auf jeden Fall alles erledigt. Haben wir da vielleicht noch irgendwo was? Also hier haben wir alles durch? Bei den Minen und alles? Ja. Da kommt man da hin. Da liegt auch noch was. Ne, da geht nicht mehr weiter. Da Ja. liegt nichts mehr. Okay. What should we do next, Holmes? This is an administrative panel. See what it says. You are a gentleman. And Auch in ihrer Klasse sind to carry untersucht. handkerchiefs. Ja. Dass hier am Anfang Might doch I noch was borrow liegt. yours? So irgendwie And where is your own? ein I Pfeil. haven't aber the auch das- faintest idea. Very well. Here it is. Schauen wir nochmal. Tour, Company. Company. Stand das nicht auf den Wertpapieren von Da Tour? stand auf den Wertpapieren, ja. WEA Coal. These mines belong to them. Okay. Aber das Gleis haben wir auch noch nicht zu Ende untersucht. Zwischen dem Gleis und zwischen den Bahnen. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnen. Von Chesterfield zum Ham. Das Da müssen wir auch noch nicht, da war auch noch was. Also bei Chesterfield und Ivenham. hier nochmal hin.
nach Chesterfield oder wo geht's jetzt hin? Jetzt zum Nebenwasser, oder? Ja, das ist noch nicht untersucht, auf jeden Fall noch nicht komplett. Aber ich weiß allerdings nicht, was wir. Irgendwo muss hier noch was sein. This suitcase contains my archives. We can consult with... This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. Gute Frage, ja. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. So, Firma WEA Coal. Es gibt zwei Firmen. Bacalas aus Chile und Caracal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollten die Minen der Firma WEA Coal kaufen. Das mexikanische Kartell Consistorium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Bacalas-Gruppe mithilfe eines einflussreichen Verbindungen, sich den Zuschlag für den Kauf der Minen zu sichern. Ja. Okay. Ah, will I ever get any peace? Oh, da haben wir wieder was Neues. Kein Groll. Die Mexikaner hegen kein Groll gegen die Chilenen. Geschäft ist schließlich Geschäft. Ja. Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass die beide Angebote abgegeben hatten. Ja, das stimmt. So. Was haben wir denn da? Wir können noch mal in den Gepäckraum oder sowas gehen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Wir sind jetzt an welchem Bahnhof sind wir jetzt überhaupt? Wir sind jetzt, Chesterfield? ja. Ja, dann gehen wir nochmal, würde ich sagen, nochmal bei den Dings, da wo die, genau, wo die Postdecke waren. Geh da mal rein. So ein Gepäckraum, ne? Was? Ne, steht was anderes. Hier ist nichts. Da ist nichts. Oh, außer Watson. Watson steht wieder mitten im Wege rum. Außer Watson der Weg rumstehen. Ach komm.
The entire train has disappeared. It's a disaster. Nee. Das war eine schwere Geburt. Ne? Irgendwo musste man es vergessen haben. But I don't understand. Ja, irgendwo war noch ein Weg. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Okay. Der Watson, der steht aber echt rum. Ja, Ja, wollte gerade das ist sagen. echt. Oh, guck mal Oh, hier. Mehrere Spuren. Okay. Radspuren. Spur eines schweren Fahrzeugs. Traces. Let's take a closer look. Okay. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Okay. Mehr scheint da jetzt nicht zu sein. Aber ist auch wieder so eine Weiche. Hier ist eine Weiche, ne? Ja. Aber gut, da fehlt was. Da kann man halt... Kann man ja nicht viel machen. Geht das Tor hinten auf? Also... Kann man da vielleicht irgendwas machen? Hier, ne? Ne, das große Tor? This road should lead to the town of Evesham. Okay. Jetzt haben wir wieder ein paar Hinweise. Okay, das fehlt immer noch. Ja, fehlt noch nicht abgeschlossen. Die Frage ist halt was.
Aber hier sieht das auch so verdächtig aus. Warum kann ich da nichts machen? Das ist doch komisch. Kannst du, da wo du eben warst, wo die Spuren noch waren, kannst du die vielleicht auch vermessen? Hab ich ja schon. Die hast du gerade vermessen. Ah, ja, befragen noch. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few 100 feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Ja, das ist das Nebengleis abgeschlossen. Ja. Das haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Man muss also auf jeden Fall zum nächsten noch. Einen haben wir auf jeden Fall auch noch irgendwo was vergessen. Wahrscheinlich irgendeine Kleinigkeit. So, wo müssen wir jetzt hin? Was haben wir denn? Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von hier und das Steinbruch führt. Ja. Also eigentlich das hier. Zwischen, ne? Oder nicht? Naja, wohl machen wir das hier. Ja, aber aber Bahnhof? Bei welchen sind wir denn als erstes gewesen? Da sind wir gekommen. Bahnhof, ja. Da hat das alles begonnen. Oh je. Noch mal weiterfahren. Der Fall ist schon ein bisschen knackiger, ne? Aber hat es hier begonnen? Nee, hier hat es doch nicht begonnen. Nee. Doncaster Station. Schiebt er also. Hier sind noch die. Ja, genau. So, hier ist nämlich noch ein. Oh, guck mal, das ist ein neuer. Ja. Also ist hier noch was. Oh, guck mal, der. He looks anxious. And he. Oh. Zigarettenstuhl. Den nehmen wir doch mal mit. This scent is oh, familiar to me, Ach, but in order to recognize it, I must combine my association. Ich wollte gedacht, man sieht, was da rauskommt, aber ja. Da muss man das hinkriegen hier. Was kann ich denn bewegen hiervon? Was? Ah, und das hier? Noch irgendwas? Nee. Wie? Oh, das sind schon ein paar mehr Teile jetzt hier, ne? Ich kann aber nur 2 Stück bewegen. Einmal das hier. Wobei, kann ich nur das eine bewegen? Ne, da hinten war doch noch das hier. Ne, ich kann nur die 2 bewegen. Okay. Okay, dann muss man mal so drehen, dass der Rest schon mal passt. Oh, guck mal, das sieht ja schon mal ganz gut aus, eigentlich. Ja, aber noch nicht ganz. Es wird auf jeden Fall ein Sombrero-Hut, ne? Ja, es wird ein Hut. Okay. Sind die ganzen anderen, die ich jetzt bewegen konnte? Ah, hier. Oh je. Ah, da fehlt auch noch die Hälfte unten. Das ist aber noch nicht richtig. Oh, das sieht. Guck mal, das sieht doch schon ganz gut aus jetzt. Wenn du jetzt hast, dann so. So, ja. So sieht doch schon gut aus. Den dann aber ein Stückchen höher. Und den weiter rüber schubsen hier. Ja, ein kleines bisschen noch anpassen. Ja, A perfekt. greenish brown cigar Sehr with schön. a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, I refer to the cigar. It is a Ricardo Terra, a Okay, das ist auf Mexican jeden Fall cigar of an Mexikaner. quality. Quite an expensive one, too. Mexikanische Zigarre. Eine tolle.
richtig assoziiert. Okay, was ist da hier noch? Aschenbecher? This ashtray is full of ash and cigar stubs. Okay. Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. The ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the ones found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Okay, auch interessant. Waren wir hier eigentlich schon drin gewesen? Hier waren wir noch nicht, ne? Ich würde sagen, hier waren wir noch gar nicht drin gewesen, oder? Obwohl ich hätte schwören können, wir waren hier schon. Oder? Oder waren wir hier ganz am Anfang? Waren wir noch nicht. Newspaper articles on horse racing, hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Wettschein? Betting slips for horse racing. Pferdewettscheine. Oh, guck mal. Sogar drehen. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. The man had probably used all his savings. Okay, ja, die nehmen wir mit, klar. A telegraph. Ein Telegraph. Mal wieder. Oh, was? Hm? Was? Telegraph war da und was war noch? Nix weiter. Holmes, look. There's a flooded area over here. Oh. I believe that the flooded area might be worth checking. Wo ist denn der hin, der hier in den Raum war? Das ist eine gute Frage, aber... Was ist der da hinten? Oh ne. Nee, das ist... Auch wieder eine. Ja, Ja. Dann befragen wir mal. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. Oh. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Knöpfe? Na, fehlt einer. Mhm. Ringspur. Der hatte mal einen Ring, ja. Ah, hier. Okay. Auch sehr verdächtig, oder? It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? Der sieht so ein bisschen aus wie ein Mexikaner. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? We found a number of horse racing tickets inside your office.
Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Genau. Dann gehen wir mal durch die grüne Tür. Ja, guck mal, was hier so would ist. you Ne? like some tea? No. Haben sie den Zug vielleicht im Wasser versenkt? Ja, vielleicht. Gibt es hier auch einen Gepäckraum? Gucken wir mal, was hier noch so ist. Hier kommen wir nicht rein. Die ist zu, die Tür. Warehouse. Das hört sich nach Gepäckraum an, ne? Achso. Nein, das war an der anderen Seite schon Das ist die drin. gleiche Tür. Ja, ist die gleiche Tür. Ah, hier, left bridge. Ah ja, doch, hier. Das sieht gut aus, ja. This postbag belongs to the master. Okay. Eine Tasche. Brief an Frau des Doncaster Vorstands. Alpine Street, Basford, Nottingham. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Später werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abzahlen zu können. Es ist nur eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unser Haus leben, wie du dir das wünscht. Glaub mir bitte, dass ich dich noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages trotzdem Unglück, das ich in den letzten Jahren uns gebracht habe, verzeihen kannst. Liebe, Edward. Wow. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Brief an den Anwalt. Anwaltskanzlei Cornwall. Road BR 69HW, Bromley, London. In London auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich bald alle ausstehenden Raten für meine Schuld begleichen werde. Hochachtungsvoll, Edward. Hast du erst ja in London gesagt, anstatt in Antwort? In London. Da wäre so ähnlich. Wir vermissen immer noch einen hier. Ein Dude fehlt uns noch? Ja. Ein Dudi fehlt noch. Naja, der eine Typ, der weggelaufen ist. Ach ja, weggelaufen ist, fehlt stimmt, ja der fehlt ja noch. Dann Wenn haben Sie wir den Mann, alle. der untersuchen Sie den Küstenbereich. Ja. Alles klar. Okay, ja, das haben wir jetzt schon. Railway postbags. Den Küstenbereich. In der Nordseeküste. Glaube ich hier wieder drin. Von mir. Die Tür ist locked? Nee. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from?
de Chile. Aber ich habe recht gehabt, das ist ein Mexikaner. Ja. War noch irgendwas? Mhm. Naja, teure Kippen. Hier. Wie weit kannst du den denn drehen? Ah, hier. Was war da noch? An der Hand hat er erkannt, dass er Kampfsport macht. Okay. Mhm. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Naja klar, ja. Because of your Mexikanische cigars. Zigaretten, Mexikaner. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Okay. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Er ist auch sehr Not a unfreundlich. very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Oh, was sagen unsere Ermittlungen? Was haben wir? Oh Gott. Wow. Okidoki. Ja, ein bisschen was. Oh, das passte. Ja. Oh Gott. Passierte Doncaster. Der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofsvorsteher hat darüber berichtet. Kam nie in Doncaster an. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsvorsteher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Möglich. Mehrere Sachen sind möglich, das stimmt. Wütender Mexikaner. Die mexikanische Firma Caracel ist nicht gut auf die chilenische Firma Bacasas zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die WEA-Kohlminen erhalten, obwohl bereits eine Vereinbarung mit den Mexikanern bestand. Okay. Also im Moment ist es echt schwer rauszukriegen, wer hier mit wem gemeinsame Sache gemacht hat. Ja, das stimmt. Moment, das ist noch alles offen. Gleis zu den Minen. Jemand hat die Schienenteile gestohlen, um vorübergehend das fehlende Gleisstück in die Mine zu ersetzen. Ja. Hier drin waren wir schon, oder? Ja. Da waren wir, ja. Müssen wir das Ufer noch untersuchen? Ja, wir können ja mal gucken, was wir noch machen müssen. Ja. Ich da ja nicht immer an. Achso. Ach, das zeigt ja nicht immer an. Okay. Ich dachte, man kann da eine Taste drücken und dann... Ja, nicht.
This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The railway ends here. That is strange. So, Ja, das ne? haben wir auch. Ja. Ich hatte eben gesehen, wo du auf der Karte warst. Wir hatten was Neues. Da war ein Strand eingezeichnet. Ja, Vielleicht sollten wir da mal hingehen gehen wir mal. und den mal untersuchen. Und Badehose an und rein ins Wasser. Bei dem gemütlichen Wetter. Bei oder? dem gemütlichen Wetter. Guck da. Ja, der Strand. Oh, Aber hatten wir noch was anderes? Haben wir jetzt lösen das Rätsel um den verschwundenen. Ja, das ist ja die Versuchen, den Hauptmission. Küstenbereich des Genau. Sees. Aber ich sag jetzt mal ganz ehrlich, also der Fall ist schon echt knackig. Ja, der ist wirklich schon aufwendiger als der letzte. Super viele Orte irgendwie. Ja, die Orte sind wahnsinnig. Also, weil es weit verstreut ist. Das stimmt. Ich glaube, die Menschen haben wir alle untersucht, hier, die wir müssen. Ja, das wäre ein anderer Fall dann. Ja, da haben wir auf jeden Fall alle. Here we are at the beach. Okay. It is located near the quarry. So. and Hier sieht ja schon mal Doncaster besser aus, der Station. Strand. It doesn't look like a very good place to rest. Was haben wir denn hier? Okay. Oh, guck mal, da kannst du All these einiges trains and untersuchen. rail. These traces were made by a carriage. Look, Ah, Okay. abmessen wieder. nothing interesting here. Na, The distance between the tracks is about 6 6 bis feet 7 Fuß. 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. okay. Aber noch was? Ne, das war das gleiche The nochmal. vehicle Achso, would have, okay. Aber war da noch was? Da was noch was? the Ah. vehicle Stein. pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. Okay. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. Na, laufen wir doch mal den Weg lang, würde ich sagen, oder? Okay, mal wieder einiges. Wo ist da was hingekommen? Hier, ne? Ja, da oben ist auch noch was gewesen, habe ich gerade gesehen. Ja, da war. Achso, ja. Gleise zum Steinbruch. Jemand, ach ne, das hatten wir schon. Gleise zu dem Nee. Ne, ich glaube, wir hatten beide schon. Da unten ist noch was hingekommen, ja, Das stimmt. hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Ja, hat mir auch. Aber irgendwas war jetzt neu davon neu. Egal, wir nachher nochmal Ich habe keine Ahnung. zusammen leiten, ne? Was haben wir hier für ein tolles Schild? An advertisement for lake cruises. Oh, guck mal, da liegt ein Wagen. Der sieht ziemlich kaputt aus. Verdächtig auch? Kaputt. Oh ja. An abandoned gypsy caravan. Ein Wohnwagen. This place was abandoned fairly recently. Okay. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Okay. Okay, aber der kombiniert echt gut, ne? Also das muss man Ja. wirklich hier. sagen. Oh, hier, Küstenlinie. Abfälle am Strand. Ja, muss noch mal sein. Guck
mal, Ah. kannst du es anklicken? Ja, ja, jetzt, ja. A label with the name Las Zarpas. Okay. Lazarpass. Okay. Stranduntersuchung abgeschlossen. Ja, dann würde ich sagen, ich meine, wir haben ja jetzt hier die Räder und alles. Der Wagen. Ich würde sagen, nochmal zurück da, wo wir vorhin waren. Ach Mensch, wo du lange gesucht Nee, hast. wir müssen erstmal in ein Archiv und die Plakette untersuchen. Okay. Startschuss für erste elektrische Eisenbahn. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Gibt es bestimmt irgendwas, was wir da finden? Jack the Ripper. Nee. Auch nicht. Guck mal, ja, noch Bücher da hinten in der Ecke. Ja, das ist noch irgendwie. Was haben wir da? Da, La Paz. Was? Die Wagen von La Paz sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Zarpas gehört dem mexikanischen Consortium Caceral, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistungen und Bergbau aktiv ist. Okay, wir kommen der Sache näher. Okay. Könnte gesunken sein. Der Zug könnte im überfluteten Steinbruch in der Nähe des Bahnhofs von Doncaster versenkt worden sein. Kann nicht gesunken sein. Der Zug kann nicht im überfluteten Steinbruch versenkt worden sein, weil am Nebengleis, das dorthin führte, ein Stück fehlte. Da gehe ich auch von aus, weil es fehlt ja ein Stück. Oder die haben es rausgebaut. Ja. Nachher. Bargen. Die Mexikaner haben kürzlich Bargen auf dem See eingesetzt, vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. Wir haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden. Okay. Das heißt, wir haben eigentlich alles gefunden, was zu finden wird. Jetzt heißt es, wir müssen analysieren. Ja, das müssen wir einmal analysieren. Einmal analysieren. Die Frage ist halt. Wie? Wie, ja.
Also, was hätten wir denn hier jetzt? Was hätten wir denn für Optionen? Wir sagen, wer ist das überhaupt? Wir haben so viele. Das ist jetzt gar nicht so einfach, das alles zusammen zu sortieren hier. Zug versteckt. Okay, was haben wir hier gekriegt? In der Mine. Der Zug ist von der eingestürzten Mine verschüttet worden. Okay. Dann wechseln wir das hier auch um. Okay, was haben wir da? Und dann machen wir mal hier auch mal. Machen hier mal. Mexikanische Falle. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Okay. Mexikaner-Zug verschüttet. Oh. Mexikaner-Zug verschüttet. Okay. Das wäre eine Mission. Eine Option. Ja. Was kann man jetzt hier ändern? Ändern wir das mal oben hier. Kein Grund. Da kann ja auch was hin. Genau. Die Chilenen ließen den Zug verschwinden, um so an Mr. Robinson Prototypen zu gelangen. Okay. Chilenen stahlen den Prototyp, okay. Okay. Das ist auch eine Option. Und dann ändern wir hier mal nochmal wieder ein. Und den ändern wir auch mal. Und dann haben wir schon wieder was. Robinson ist der Betrüger. Okay. Oh Gott. Da hätten wir noch. Was wir hier unten können wir auch noch was ändern können, oder? Mal gucken, was kann man hier noch ändern. Hier vielleicht? Kann nicht gesungen werden, könnte gesungen sein. Sabotage. Na gut, der kann ja noch sabotiert worden sein mit Dynamit. Ne? Was haben wir da für eine Option? Wurde versenkt. Der Zug wurde im überfluteten Steinbruch versenkt. Ja. Okay. Tja. Das ist eine gute Frage. Mexikaner Zug versenkt. Meinst du, die haben den versenkt? Ja, gute Frage. Ich bin auch unentschlossen, ehrlich gesagt. Ich weiß es auch nicht. Aber die können ihn ja eigentlich in dem Moment nur versenken, also wenn sie ihn versenkt haben sollten. Ja, in der Mine. Dann ja, das auch. Aber dann ja nur, weil die Chilenen ihn nicht kriegen sollten und die Mexikaner den Vertrag ja schon unterzeichnet hatten. Ja, das stimmt. Okay, das ist eine gute Frage. Ja, das ist schwierig. Obwohl ich ja immer noch der Meinung am Anfang war, dass es der Typ selber war, dass der mit seinen Scheinen da irgendwie missgebaut hat. Ja, aber ich auch wieder. kann es auch
sein, dass die Mexikaner das sind. Oh, die Frage ist wirklich nicht ganz ohne. Puh, gute Frage. Ich hätte gedacht, wir nehmen das jetzt einfach. Na gut, dann sagen wir einfach mal, die Mexikaner haben den Zug versenkt. Ja. Ja. Bevor wir lange experimentieren und Schlussfolgern versuchen zu tun hier, machen wir das. Im Endeffekt, glaube ich, ist ja alles richtig, oder? Tja. Aber für jeden Erfolg musst du die richtige Antwort haben. Na, das ist ja toll. So, wir haben uns nochmal beraten. Wir nehmen jetzt, die Mexikaner haben den Zug versenkt. Tja, das ist ja jetzt ja auch wieder toll. Das Verbrechen der Mexikaner an den Chilenen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann, selbst wenn sie zu einem internationalen Konflikt kommt. Sache der Politik. Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen Sie Maycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigt und es für seine Zwecke ausnutzen dürfte. Jo, also ich sag blinde Justiz. Ja, ich denke auch. Machen wir das Ding kurz und schmerzlos. Versuchen wir es zumindest. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. Huh. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan.
I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved, and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Okay, ein später. Ein bisschen ziemlich nervös, ne? Ja, wollte ich auch sagen, der war ziemlich nervös. Ohne Waffe. Okay. Oh, wer kommt da? Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Das sollte, glaube ich, nicht passieren. Nee. Das war falsch. Lass ihn einfach Holmes erschießen. Das müsste eigentlich klappen. Hm? Wenn du Holmes erschießen lässt, dann können wir es nochmal machen. Meinst du? Ich hoffe. Ah, falsche Taste gedrückt. Ja. Sehen Leute an? Ja, das. Das PlayStation. Oh. Ich wundere, warum geht denn nichts? Ich habe gerade eben ja schon gedrückt, wie so ein Bekloppter. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. Ich habe gedacht, I didn't warum want funktioniert another das life nicht? lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. Perfekt, so, dann schauen wir mal. Es war sorgfältiger geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und versanken den Zug im überfluteten Steinbruch, damit keine Spuren von ihren Taten zurückblieben. Der Dammbruch spielte ihnen dabei in die Karten. Sie benutzten ihre eigenen Wagen, um den Zug auf das Wasser zu schaffen und versenkten ihn dann im überfluteten Steinbruch. Ein Teil, okay, komm mal runter. Wo ist die eine? Das haben wir dann eben irgendwie. Oh ja, auf jeden Fall ist der Zug weg. Nur ein Teil. Wo war das? Ein Teil der Schienen entfernten sie, um die Tat zu vertuschen. Das Verbrechen der Mexikaner an die Chilenen hat viele Leben gekostet. Aus diesem Grund wurde entschieden, schnell zu handeln. Lestrade wird informiert werden. Ja, mehr geht nicht. Achso, Lestrade wird informiert werden. Gut. Also auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wir haben alle Hinweise gefunden. 23 Hinweise und der Mexikaner schätzt. Und wir bestätigen unsere Entscheidung. So. Ja. Perfekt. Das war der zweite. Das Blutbad. Das ist der dritte Fall. Allerdings würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Pause. Ja. Wir gehen jetzt erstmal offline für circa eine Stunde. Ja, wir essen jetzt erstmal was. Genau, wir werden jetzt erstmal was essen und dann machen wir weiter. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Fall. Genau, wir hoffen, dass ihr dann nachher wieder einschaltet. Und genau, bis später dann. Tschüss.